I still can stand. But every time I think these scars about to mend, no matter where I lay my head, another town, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. Nobody got the magic touch. How you make my heart be rush? Why is that so hard to find? Nothing better than your kiss, something that I can't resist. Can't forget the nights you were mine. Oh, no, no. Oh, no, no. Still gonna be dreaming of you. No matter where I lay my head, another town, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No, no, no. Yeah, yeah. I'm still gonna be dreaming of you. When the stars are spelling your name, and the night is brighter than daylight, they know that something always. Kick off your shoes, let your body flow. Listen to the river, it's better than radio. You won't fall even when you're up high. Growing up can be so hard. It's gonna be alright tonight. We're gonna kill it today. Get lost in the music, get lost in the neon lights. Pick up your gun and fire away. Get lost in the music, get lost in the neon lights. A little bit older, aching hearts with the rain clouds still in
weekend resting clouds and suns. Maybe, just maybe, I wanna explore the unknown. Tell me, maybe, I say come, whatever comes. Maybe, just maybe, deep sleep, big heat, cover me, re-energize me, while I fantasize, deep sleep, big heat, cover me, turn out the light, deep sleep, big heat, cover me, re-energize me, while I fantasize, deep sleep, big heat, cover me, turn out the light, turn out the light. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. So. Ich sag zumindest schon mal Hallo. Ich habe vergessen, den zu machen. Loop. So, hallo, tschüss. Ja, schlechtes oben nicht unbedingt. Ist eher das, was ich befürchtet hatte, dass ich selbst mit den YouTube-Optimierungen nicht hier in der Datenrate, die ich gerne wollen würde, streamen kann. Das ist das Problem mit dem Starlink-Internet. Wir gucken jetzt einfach mal, wie es läuft. Weil normalerweise streame ich inzwischen immer über das Handy. Dadurch, dass YouTube allerdings im Hintergrund einen Encoder nutzen kann zum Hochladen, der besser für gerade so Internet ist, wie ich habe, gucken wir uns das einfach mal an. Und man hört es vielleicht schon im Hintergrund leise. Starfield startet schon. Es kann also auch sein, dass die Unterbrechungen davon kommen. Aber ich mache auf jeden Fall mal kurz die Musik aus. Schupp. So. Ja. Wie gesagt, es ist einfach mal ein bisschen eine Testreihe. Ich möchte ein bisschen mal probieren, wie es funktioniert oder ob das so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Ich muss vielleicht, warte mal, Filter. Der Kompressor ist vielleicht ein bisschen sehr krass eingestellt. Stellen wir den auf so 25 Dezibel. Das ist okay. Dann sollte man zumindest immer noch das Spiel ein bisschen hören im Hintergrund. Ja, genau. Aber das Spiel immer noch ein bisschen im Hintergrund, wenn ich rede. Ja, das Ganze ist wie gesagt mal... Man sieht den Kopf noch. Das Ganze ist mal ein Experiment. Experiment auf zweierlei Arten. Und zwar einmal, wie Stream generell auf YouTube ist im Vergleich zu Twitch. Und auf der anderen Seite, wie das mit dem Internet funktioniert. Und ich habe auch schon wieder gesehen, Instagram hat bei mir schon wieder 4 Stories gemacht statt einer. Was ich schon wieder nicht wollte. Ja, irgendwann kriege ich das Instagram auch noch raus. Irgendwann funktioniert das auch noch so, wie ich gerne hätte. Bis dahin, wir werden sehen. So. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach direkt mal rüber in Starfield. Ich hätte vielleicht auch schon das Game anlegen können. Hier. Funktioniert denn bisher schon alles auch im Sinne von, seht ihr den richtigen Streamnamen und das Ganze? Funktioniert das denn wenigstens schon? Wenn nicht, dann wäre ich sad. Ups. Da wollte ich hin. Wenn nicht, dann wäre ich ein bisschen sad. Hey, zumindest das funktioniert.
Ich sehe gerade schon wieder der. Das Problem ist halt immer, dass die Framerate abbricht vom Upload. Kleines bisschen leiser könnte ich das Spiel machen. So. Ansonsten, wenn es wirklich Worst Case, wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann muss ich wieder zurück auf Twitch umstellen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ja, wir probieren geht über Studieren. Ich sehe, ich habe auch noch unten den falschen hier Rio noch aktiv. Rio ist ja eine Twitch-Integration. Aber damit begleitet uns jetzt einfach auch in die Sterne. Ja. Joss, du gibst mir einfach so ein bisschen hier Ad Astra per Aspera, Aufbruch in die unendlichen Weiten, Part 1. Das Spiel ist dafür nicht sehr das Spiel. Perfekt. Ja, Joss, du gibst mir einfach so ein bisschen Feedback, wie es ist, auch qualitätsmäßig, wenn es wirklich schlimm wird oder wenn man sagt, okay, ja, nee, eigentlich kann man das nicht mehr angucken. Also nicht vom Skill her. Skill weiß ich, dass man bei mir nicht einschalten kann. Aber die Qualität einfach wirklich stärker ruckelt oder viel buffert, viel neu lädt. Wenn da irgendwie Probleme entstehen oder Probleme kommen, einfach kurz mal Bescheid geben. Ich probiere es so gut wie möglich im Blick zu haben. Er sagt mir, dass zwar Stream is healthy, aber ich weiß noch nicht. Das werden wir sehen. OBS zeigt mir was anderes an, als mir Twitch anzeigt. Aber ja. Ja, Starfield Eule akzeptieren wir. Welcome to Starfield. It means the world to us to have you exploring our brand new universe. From all of us at Bethesda Game Studios, thank you so much for playing and all your support. Can't wait to see what you discover. Die Cam hängt ein bisschen rum. Okay. Lass mich kurz gucken. Das kann vielleicht an der alten Facecam einfach liegen. Wow. Jetzt ist die Facecam zwar flüssig, aber dafür passt die Wollen wir jetzt dann nochmal? Jetzt ist es zumindest wieder ein bisschen live. Eventuell kann es natürlich sein. Es kann natürlich sein, dass es unsynchron ist oder asynchron ist mit dem Ton. Ich hoffe mal nicht zu sehr. Aber ja. Settings. Einmal ganz kurz Audio. Gameplay. Save and travel, save and difficult, normal, save and pause. Ist okay. Display. Das klingt alles so okay. Da wollte ich nichts umstellen. Interface. Schaut auch alles okay aus. Eigentlich wollte ich einstellen, dass die Audios nicht im Hintergrund abschaltet, aber ja. Gut. Weird. Ja, wir testen mal, weil ich kann halt wirklich sagen, die Kamera ist alt, ist nicht wirklich gut. Da hat jedes Handy eine neue, bessere. Ich glaube sogar du hast eine bessere Cam als mein. Also, das werde ich irgendwann upgraden. So, und dann drücke ich hier einmal gleich auf New. Und dann muss ich einmal hier noch die Tür aufmachen, weil sonst wird es hier gleich viel zu heiß. Bethesda Game Studios presents Starfield.
Sol date May the 7th, 2330. Argos Extractors Mining Outpost, Moon of Vectera. Hey, you finally awake. Hallo. Ist es jetzt so ein Spiegel? Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Okay. Hella, what's my one simple Listen rule? to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Copy. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady, go safe, go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just Klingt nach einem Plan. Yeah, I work in the Stardock, except with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. You're gonna be fine. Your first outing was solid. Können wir noch mal über diese... Astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah, Huh. and the fact that I can pinpoint a helium deposit from 300 meters. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, Ooh. more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for room space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hella, I am going to leave you behind. Promises, promises. No. Also Hella ist unser Tobi. Hab ich schon erkannt. Gut. Jetzt darf ich mich auch bewegen. Okay, let's see what we've got. Okay. Longer. Grab some samples. Always. But not you. One small step. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Okay, das ist quasi Quickslots. And never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah. Because God forbid we fell on a rock. Okay, also Helm hier unten anlassen. What I love about Sieht cool aus. our collective space. Meine Cam gut, kann sein, keine Ahnung, wurde mir geschenkt. Hat maximal 20 bis 30 Euro gekostet. Ja, Joss, irgendwann hast du auch einen guten PC. Und steckst uns alle in die Tasche. Oh, hi. Das war nicht ganz so gewollt, aber okay. We accept it. Ich bin immer skeptisch, wenn OBS mir rot aufleuchtet. Aber wie gesagt, ihr sagt jetzt... Ihr sagt Bescheid, wenn denn die Qualität zu schlecht wird. Oder zu unspielbar. Oder zu unschaubar, sagen wir mal so. Es wird einfach mal ein bisschen Test. Also Hella ist unser Tobi. Habe ich schon... Hey! This individual is busy. Okay. Also es schaut so aus, als wären wir Teil von einer Mining Crew. Und suchen hier unten nach Erzen, Schrägstrich Mineralien. Warum ist der dahinter eingebaut? Das macht nicht so viel arbeitstechnisch Sinn. Ja, der hier drüben macht schon viel mehr Sinn. Okay. Also wir bohren noch auf herkömmliche Art und Weise. Good to know. Wer bist du? You think we'll be done here soon? Now I hear this is the last dig. Naja gut. Ich glaube, in so einer Weltraummine... so eine Weltraummine, wenn man hier alles abgebaut hat und dann weiterzieht, dann schaut auf der anderen Mine genau gleich aus. Weil für uns ist es jetzt hier sicherlich immer cool. Aber wenn ich das jetzt Tag ein, Tag aussehen müsste... Albert! No! No. It's a laser, not a sledgehammer. Ease up. Benny, if you got paid per break, you'd be a millionaire. Let's go. Your cutter working right? Say, Dusty. I swear, you leave on these things, they overheat. No objection. Come on,
Pick it up. I used to be the new girl until you showed up. Lynn still gets on my case. Sehr nice. I'm busy. Is there anyone else to bother? Ja, sicher, aber ich möchte mich halt mal umgucken. You got a few more digs to go before I feel like talking to you. Wow. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Beryllium baut ihr ab. Okay. Weitermachen. This has been a good run. You lucked out being picked up for this one. Also hatte ich anscheinend sehr viel Glück, dass wir hier in die... Ich habe jetzt einmal abgekürzt. Hallo. Running through these fades pretty quick. Ist das hier... okay, hier ist eine. Das ist auch Beryllium? Das ist auch Beryllium. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass recht bald für deinen PC zusammensparen kannst. Du genug Geld hast für einen PC. Also für einen guten PC. Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Metal Okay. deposits are in that cavern. I'll shout out when I need you. Cutter. Hehe. What are you waiting for? Dig. Ja, ist ja okay. What's wrong with you? Ja, Well, we're off this rock. ich will nur mal testen, aber ja, man kann seine Trying to get through my shift. Kollegen. Okay. Und dann muss ich wahrscheinlich, wenn die auf 0 laufen, kurz warten zum wieder aufladen. They're ready, boys. Get back up here. Okay, das war jetzt schnell. I'm working. Ich habe nicht mit dir geredet. Interested. Whatever it is. Ja, ist ja schön. Nicht so Take care of yourself out there. garstig. Come on. It's time. You're with me. Ja. Leider. Leider würde ich nicht ganz drauf wetten, aber ich drücke dir trotzdem die Daumen. Ja. Ja. Let Heller do his job. Hey, a little busy here. That happens. Ah. Okay, damit haben die diese Dinge gegraben. Ist ja fancy. Heller, get the Ich muss mal ganz kurz gucken. Control, Keybindings. Wie mache ich Taschenlampe oder sowas an? Doch sehr leicht eine Taschenlampe haben. Ernsthaft? Ich hab keine. Flashlight. Handscanner Flashlight F. greetings. Okay, ich habe keine Taschenlampe. About that. Problem? Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? What we're after? It'll read as an anomaly. That's what I was told anyway. Okay. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. Aha. Kann ich mich irgendwie... Close. I think. Okay. Everything is just... Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there. We'll come get you. Ah, ja. Would anything go wrong? Okay, das ist sehr schön. Ich gucke mich erstmal hier unten um, wenn es passt. Ne? Ich fühle mich hier unten irgendwie wohler. Ah.
There we go. Schon besser. Da ist ein bisschen Beryllium. Kleines bisschen Beryllium. Was bist du? Du bist kein Beryllium, oder? Du hast nicht nach Beryllium aus. Du bist einfach nur ein Felsen. Okay. Nee, Neodymium. Okay. Erstmal fancy klingendes Material mitnehmen. Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal da nach oben. Ich weiß nicht, ob ich mich gut fühlen soll mit den Sachen, die gesagt hat. Es klingt alles nicht ganz so sicher. Es klingt nicht unbedingt so, als wie das, was ich gerne machen wollen würde. Kann ich nicht einfach nur hier irgendwie, keine Ahnung, wie die anderen Beryllium abbauen? Wäre das nicht eine Option? Einfach ein bisschen Beryllium? Hey, don't look at me. I've done my part. What are you waiting for? Ja, ist ja gut. Wir holen dich da raus, falls irgendwas schief gehen sollte. Because for whatever reason... Still getting weird gravity readings. I guess that's a good thing. Just keep going. Ich weiß nicht, ob ich in die Höhle gehen will, wo seltsame Gravitations-Readings rauskommen. Ich meine, okay, ja, ich bin neugierig. I wanna know what this anomaly is like, but... Gibt es da nicht irgendwie eine sichere Art und Weise? Keine Ahnung, eine Drohne? Roboter reinschicken? Weiß ich nicht. Irgendwas, wo nicht vielleicht ich in diese Höhle feststecken könnte? Ja. Genau, ich bin der Praktikant. Wir schicken mal den Praktikanten die Anomalie holen. Falls was schief geht, war sie nur der Praktikant, ne? Ich fühle mich wieder wie ein Lehrling. Meine sage ich als Lehrlingsausbilder. Vielleicht nicht so gut. Ja, ich habe schon gesehen, da fehlen leider die Twitch-Emotes. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja, klar. Ich sehe ganz viel Verschiedenes. Erstmal ganz viel Beryllium. Okay. Wie schlimm wird es denn mit den Rucklern? Auf OBS schaut eigentlich ganz gut aus. Alter. Das Kilometer ist echt hart. Ich glaube, ich habe die Anomalie gefunden.
Okay. Und ich Erz auf, warum ich schnell drehe. Okay. Wahrscheinlich, weil es viel Veränderung ist. Aber sonst generell ist es anschaubar oder eher nicht so? Weil Worst Case, wenn es jetzt wirklich nicht geht, stelle ich wieder nochmal zurück auf die Twitch-Settings und dann wechseln wir auf Twitch zurück. Bevor wir jetzt da den Anfang machen. Okay, ja dann. Habe ich alles? Ich glaube, ich habe die ganze Höhle ausgenommen. Nee. Doch gar nicht. Also, ich kann hier doch nicht Erze übersehen. Aber wie gesagt, es kann halt wirklich sein, dann dem Starlink-Upload. Und das ändert sich ja, sobald ich dann das Glasfaser-Internet habe. Vorher kann ich nicht wirklich viel machen, leider. Außer ich streame wieder über Handy. Aber das möchte ich eigentlich in Zukunft immer eher weniger, beziehungsweise verhindern. Look. Fragezeichen. Erstmal die Erze außenrum abbauen. Dieses Kelomite ist aber echt resistent, ey. Da ist Kelomite, ich sehe es doch. Gib mir her das Zeug. Ich habe das Gefühl, ich kann das Kelomite nicht mehr... Ah doch, da, jetzt. Hehe.
Sonst noch wo? Okay, dann gucken wir mal, was das für ein magisches Metall ist. Schaut auf jeden Fall fancy aus. Das, war interessant. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Ja. Familiar? Bisschen. Wir dürfen den Charakter erstellen. No, biometric customization can be changed later by visiting a genetic facility. Okay. Oh Gott. Das wird jetzt lang dauern. Ja, Strap in Chat, das wird jetzt eine Weile dauern. Das sehe ich uns. Das ist einfach so richtig. Wir sind eigentlich schon am Ende von unserer Lebenszeit angekommen. So richtig so. In meiner Zeit, als ich noch jung war, da waren Grafikkarten noch leistbar und haben keine 3 Lebern gekostet. Okay, was haben wir sonst? Aha. Das Preset gefällt mir schon mal. Das hat er das Offstream gemacht. Ja, kann ich auch verstehen. Äh, 37 schaut auch ganz interessant aus. Jo. Ich glaube, ich gehe damit. Body. Oh Gott. Jo. Boy ist beefy. Wobei ich das nicht unbedingt als. Den Typ so würde ich nicht unbedingt als maskulin. Nicht maskulin, muskular einschätzen. Aber der Boy ist beefy. Okay. Male und Female Bodytype. Ja, I see. Okay, Male und Female Woke. Okay. I see. Ja, komm. Lassen wir den so etwa. Ja, das ist akzeptabel. Ich sehe gerade, meine Bandbreite geht gerade richtig runter.
Unsicher. Unsicher. Äh. Jetzt schaut es wieder gut aus. Gut. Diese eine Stelle hier, die von der Sonne bestrahlt wird. Keine Ahnung wie. Okay. Dann haben wir Scantown. Ja gut, so gleich sind wir jetzt auch nicht. Ja, das passt schon in etwa. Also schon okay. Gesicht. Ähm... Okay, warte mal, das heißt, damit gebe ich dann das so an. Und das so. Okay. Nein. War 2. Ja, ja, so in etwa. Haare. Was haben wir für Haare? Hm. Schwierig. Haarstyles sind tatsächlich jetzt dieses Mal schwierig. Nein. Hm. Mhm. So in etwa. Was haben wir ja generell für Bartmöglichkeiten?
Äh, so. Hm. Der Bart würde zumindest nah rankommen. Ja, nee. Gehen wir mit dem Bart. Okay, kannst du den Bart noch extra anpassen. Kann ich den nicht synchron quasi mit der Farbe haben, die ich im Kopf habe? Na doch. Okay. Augen. Oh Gott. Äh. Hell. Umso mehr ich dann, okay. Umso mehr ich da von einem gebe, umso mehr nimmt es da die anderen raus. Ab einem bestimmten Grad. Okay. Ja. Das ist dann etwa so okay. So, die Augenfarbe. Die typisch gängigen. Also nehmen wir mal ein Blau-Grau. Augenbrauen. Ja, doch nehmen wir die. Das passt auch. Forehead. Ja, doch. Das ist okay. Nase. Hm. Ja, das ist so in etwa in Ordnung. Ohren. Ja gut, die sieht man jetzt nicht allzu stark.
Nehmen wir die. Ja, das passt so in etwa. Hm. 9 passt auch relativ gut. Nehmen wir 9. Oder? Das auf jeden Fall nicht. Oder 1. Ja. Dann können wir immer noch refinen. Ja. Das passt so. Zähne. Eieiei. Ja, nee. Machen wir so. Kiefer. Uff, schwierig. Ja, da passt 9 auch ziemlich. Kinn. Nehmen wir die 11. Nacken. Hm. Ja, komm, dann nehmen wir die 11. Jewelry, okay. Ja, nee. Nee, alles nichts. Ja, da zurück. Okay. Da Majestix. Ah, okay. Hautunreinheiten. Hell. Ich habe jetzt schon hier die Schindeln quasi zu. Die Holzwände. Kommt trotzdem noch zu viel Licht rein. Schlimm. Vor allem jetzt genau auf Augenhöhe. Kann das mal weggehen? Ja. Ja, das schaut doch ganz gut aus. Complexion Color Temperature. Ja, das ist doch okay. Ja, das passt so. Narben. Das sind auch immer die typischen Narben, ne? Überall gefühlt immer dieselben Namen. So eine Narbe, ganz alt. Was für Facial Forms. Ah, okay. Also so Altersmarker. Ah, okay. Also einfach, dass sich da mehrere Tattoo.
Nee. Alle nicht so wirklich begeisternd. Einleitung und sowas brauchen wir alles nicht. Dreck im Gesicht. Ja, nee, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. So. Dann habe ich es geschickt. Background. Kriegt ja noch. Das fand ich jetzt ja vielleicht maximal eine halbe Stunde dran oder so. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Okay. Beast Hunter. From the Astra to Aquila to the Terromorphs that plague the whole of the settled systems. Hostile alien life abundant. You've learned the skill to track them, find them, and take them down. Starting skills fitness. In space, the greatest commodity is oxygen, and the increased lung capacity gained by regular physical fitness regime is essential to survive. Ballistic century of conflicts have proven that when it comes to threat elimination, few things stand up to the reliable power of high-speed projectiles. Gastronomy, access to brand new worlds means access to brand new ingredients, and there's almost no limit to the delicious food and drinks that talented chef can prepare. Okay. Bouncer. You've worked the line at the toughest clubs in the settled systems. Back then, you learned that most non-lethal confrontations can be solved one or two ways. A strong right hook or a more strongly secured door. Okay, bounty hunter. Wherever there are wanted individuals, there are those who profit from their capture. And your quarry knows that in the vastness of space, they can run, but they can't hide. Targeting control systems are favored because they can lock onto an enemy ship, and to a knowledge of tracking system can make them even more effective. Journey into space, the number of those certified to effective pilot various types of spacecraft has increased dramatically. Okay, Bounty Hunter gefällt mir bis jetzt schon relativ gut. Chef, while the unrefined masses scarfed down chunks by the shipload, you carried those with a more discerning palate. In your kitchen, countless alien species became true culinary masterpieces. Okay, combat medic. Leave it to human beings to fight over something as infinite as outer space. That's where you come in. You've never been afraid to take on the enemy, but you'd much rather take care of your friends. Okay. Cyberrunner, da sehe ich mich auch irgendwie. Gerade wegen Cyberpunk. Ich habe das Spiel ja geliebt. From Neon to New Atlantis, the Megacorps stand as monuments to power, prestige and profit. You've worked both for and against them, on the inside and out, often sacrificing conscience for credits. Combat who values discreet above all else, the ability to approach target while undetected and kill with a silenced weapon is as terrifying as it is effective. Cyberneticist? Robots, mere toys, neuroarms. Good for parlor tricks. The colony war may have made implants and upgrades available to veterans, but you once saw a greater future, humans and machines as one. Okay. Cyberneticist finde ich auch noch interessant. Also bis jetzt habe ich zwei Sachen, die ich die ich nehmen würde. Bounty Hunter oder Cyberneticist. Mal schauen, was es sonst noch gibt. The wars are over, peace now reigns on the settled systems, but only because there are those quietly fighting to keep it. Because agreements were signed, words were heeded, lives were spared. Explorer. They said exploration is a lost art. You didn't listen as a major ich kann nicht mehr lesen. As the major factions argued over the space they desperately tried to control, you were busy uncovering the wonders of the settled systems. Da sehe ich mich jetzt schon. Also Explorer finde ich bis jetzt am besten. Gangster, you were always disgusted by suckers killing themselves to make an honest wage. As soon as you were old enough to hold a weapon, you took what you wanted from anyone unlucky enough to have it. Homesteader. The discovery of settled systems from many oxygen-rich planets and moons meant humans could live just about anywhere, if they had the know-how.
you did and utilized it to great effect. Okay. There was a time when all you wanted to be was a titan of industry, maybe a ship designer or a megacorp exec. Thankfully, the skill set never goes out of style in the cell systems. Long haul ballistic weapons. Whoa. Let those other hot-headed pilots obsess over laser weapons and maneuverability. You're a space trucker, pure and simple. Pack the cargo, get it there fast, get paid, repeat. Life is simple and good. Space trucking! Pilgrim. Wayfarer, wanderer, seeker, transient. You've been called many things during your travels and learned something those others could never understand. The journey is the destination. Okay, das klingt auch ganz cool. You always enjoyed learning, but nothing could compare to the joy of teaching others. As humankind spread through the stars, there was never a lack of knowledge to obtain, and you gladly assisted. Masterless and unbound, you wanted to settle systems as a blade for hire. To some, you were a simple mercenary, to others a hero, and to a select few, a nightmare they could never wake from. Huh. Okay. Sculptor. The knowledge of anatomy and skilled, steady hands, you could have had a lucrative career as certain. Instead, you followed your heart and created works of art to amaze and inspire. Soldier, that's no stranger to warfare. Okay, das ist Klassiker. Space Scoundrel. Good, bad, who's right is it to say. If there's anything you've learned while traipsing through the galaxy, is this space may look black, but it's really one big shade of gray. Okay. Xenobiologist. Settle this and halt. Kurz vor mir kommt immer eine Nachricht, dass mein Treiber nicht auf dem neuesten Stand ist. Schwierig. Es kann jetzt natürlich sein, dass der Grafikkartentreiber nicht aktuell ist. Dass der gerade bei so einem Spiel, wo sehr optimiert ist auf beispielsweise von AMD. Ich weiß nicht, ob Nvidia schon die neuen Improvements drin hat. Aber am besten einfach, ich weiß nicht, nutzt du Nvidia oder AMD? Weil bei AMD heißt das ganze Ding Radeon Control Center, glaube ich. Oder Radeon Catalyst. Irgendwie sowas in dem Sinn. Da müsstest du das Programm mal aufrufen und schauen, was der sagt. Der sagt dann normalerweise hier Treiber nicht aktuell, bitte updaten. Und dann müsstest du einfach sagen können, updaten. Und bei Nvidia ist es das GeForce Experience, glaube ich. Oder wie heißt es bei Nvidia? Nvidia GeForce Experience. Da steht dann auch in der Hauptseite, genau, GeForce. Da müsstest du bei dir in der Taskleiste unten, beziehungsweise in diesem kleinen Taskmenü, was rechts unten immer ist, wo du mit diesem Pfeil öffnen kannst, müsste eben die Nvidia als Symbol mit drin sein, Nvidia Settings. Dort rechts liegt drauf und GeForce Experience. Und dann kommt dann auf der Hauptseite, steht es dann, glaube ich. Nein, nicht auf der Hauptseite, da gibt es oben Home und Drivers oder Treiber. Dann auf Drivers und dann müsstest du da einfach sagen können, check for Updates. Beziehungsweise das Neueste müsste schon ausgewählt sein. Das könnte das Problem sein. The set assessment is home to untold alien species, and while none of them have yet proven sentient, that never deterred you. So you sought out and studied them for whatever gifts they offered. File not found. Oddly, there's no information on file about your past life. Clerical? Oversight? Deletion by some powerful unknown faction? Or was there just nothing of note to mention? Whatever the reason, your past is known only to you. What's important is the here and now, the path you're about to forge. Okay. Puh. Schwierig.
Ich glaube, ich gehe tatsächlich mit dem Space Scoundrel. Und die Trades. Oh Gott. Alien DNA. You wanted to for a controversial experiment that combines alien and human DNA. As a result, you start with increased health and oxygen, but healing and food items aren't as effective. Okay. Dream home. You own a luxurious, customizable house on a peaceful planet. Unfortunately, it comes with a 125,000 credit mortgage with Skull Bank that has to be paid weekly. Bitte, was? Okay. Gut. Nein, danke. In part, you're deeply connected to the feelings of others. Performing actions your companion likes will result in temporary increase in combat effectiveness, but performing actions they don't like will have the precise opposite effect. Okay? Extrovert, you're a people person. Exerting yourself uses less oxygen when adventuring with human companions, but more when adventuring alone. 3-star collective settler, you gain access to special 3-star collective dialogue options and better rewards from some missions given by the faction, but crime bounty towards other factions greatly increased. Okay. You were worshipped. You've earned the attention of an annoying, adoring fan who will show up randomly and jump at you incessantly. On the plus side, he'll join your ship's crew and give you gifts. Huh. Okay. Das könnte ich mir irgendwie cool vorstellen. Also nehmen wir erstmal Impact mit. Das kann ich mir irgendwie cool vorstellen. Introvert. You really need your alone time. Exploiting yourself uses lost as energy. Mann. Lesen. You really need your alone time. Exerting yourself uses less oxygen when adventuring alone, but more when adventuring with other humans. Companion. Can't be combined with extrovert. Kid stuff. Your parents are alive and well, and you can visit them at their home, but you will automatically send 2% of your credits home to them every week. Wow. Das ist aber auch assi. Du kannst entscheiden so, ja, du hast Eltern, die sind am Leben, denen geht's gut, die sitzen daheim, die kannst du jederzeit besuchen. Aber du musst denen jede Woche 2% von deinem Geld abdrücken. Wenn nicht, dann sind sie nicht mehr am Leben. Wenn ich das nicht will, dann so, jo, du hast keine Eltern mehr. They dead, they gone. Wow. Okay, Neon Street Red. Grab on the mean streets of... Okay, das ist dasselbe wie Freestar, nur mit einer anderen Fraktion, okay? Raised Enlightened. You grew up as a member of the Enlightened, you gain access to a special chest full of items in the House of the Enlightened in New Atlantis, but lose access to the Sanctum Universum chest. Okay. You grew up as a member of Sanctum Universum, you gain access to a special chest full of items in the Sanctum Universum in New Atlantis, but lose access to the House of the Enlightened chest. Aha. Serpent's Embrace. You grew up worshipping the Great Serpent. Graph jumping provides a temporary boost to health and oxygen, but health and oxygen are lowered if you don't continue jumping regularly, like an addiction. Okay. Spaced. Your body has been climbed to space. Health and oxygen are increased when in space, but decreased when on surface. Can terra firm. Taskmaster occasionally, if you have crew trained in a certain ship system, that system will automatically repair itself to full health whenever it's damaged below 50%. However, all crew cost twice as much to hire. Okay. Never accumulated to space. Health and oxygen are increased when on surface. Okay. You gain access to special unique colonies dialogue options and better rewards for some missions given by the faction. If a crime bounty by other factions greatly increased, can be combined with. Okay. Some put a price on your head and word has spread. Occasionally, an armed mercenaries will show up and try to kill you, but being cornered gives you an edge. When you have the flow, you do extra damage. Huh. Ja, komm, dann nehmen wir das noch mit und das Kid-Stuff.
Komm, wir haben Familie. Wobei, das passt eigentlich nicht zu Space Groundle, ne? Ja, doch. Dann nehme ich dann doch Bounty Hunter. Komm, nehmen wir Bounty Hunter. Werfen ein paar raus und nehmen Wanted mit rein. So. Das klingt doch mal interessant. Ja. Passt. Ne, ist einfach Phil. Ja. Bet you were Klingt expecting nach einem a Plan. quiet job compared to your last gig. Bounty hunter turned space miner. Huh. Well, you got the sample. Client's on his way. Then we all get paid. You remember anything that happened? Nö. Ah. Es gab dieses Licht und Musik. Well, you passed out, that's for sure. Everything else, probably just your brain playing tricks. Either way, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Huh, sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Badam. Speak of the devil. Client Hey. is here. Once we sell that rock, we can start packing up. Ich will immer noch wissen, was das war. You alright? Maybe don't do any heavy lifting for a while? Das sieht sehr bequem aus. Our constellation contact is on approach. Wait, the Explorers group? Thought they were kind of joke. Not a joke. You're just too young to know better. Hey, I'm just saying they got a reputation. Hell, I bet half the crew here Whoa. doesn't even believe they really exist. You don't look good. believe Earth exists, but it's still there. Same Argos usually ain't so good at picking sites. Come on. Oh, this time, Space like a does that miracle. anymore. Ain't the space we've already got complicated enough? Sind wir da? Wow. Erstmal alles looten. Don't get too used to how easy this has been. Next dig might be the toxic hazards or worse. Ich nehme erstmal alles mit, was ich finden kann. Mach dir da keine Sorgen drüber. Was? Oh, hi. Personal log. Ja. Heller, Argos Extractors. I figured Vectera for your standard moon. Looks like I was misinformed. Lynn just filled me in on what we're really doing here. Looks like Lynn's got another, what's the word she used? Discreet contract with that Barrett guy. He says there's something special here, and he's paying top dollar for us to find it, rip it out, and deliver it, no questions asked. I have, of course, been honoring this arrangement by asking Lynn a ton of questions. She's playing it close to her sweaty old vest, as usual. But a guy does have to wonder, what the hell does special even mean in this case? We're on a moon, in the middle of nowhere. Either this guy wants to make jewelry from some rare space diamonds, or there's some kind of ancient alien death weapon buried here. If it's diamonds, I'm totally stealing one to give to Jennifer, or Carlos, or Naya. And if it's a death weapon, I get to shoot it first. Those are my terms. Das war eher so eine, hier, wie heißt's? So eine Plate.
Unlocked Master. No Digipics. Okay. Credits. Nehme ich. Geld nehme ich immer gerne. Geld. Löschen. Geht's hier jetzt nach unten? Ah, okay, hier geht's dann zur Ding runter. Ja, ich hätte vielleicht den Helm vorher anziehen sollen. Okay. Interesting. Okay, hier geht's also nach unten. Da will ich eigentlich nicht nochmal runter. Nehmen wir das erstmal zu. Mitpack nehmen wir mal mit. Hier, die haben wir alle schon leer gemacht. Alright. Need some coffee or something? Got a packet around here somewhere. Money suit maintenance. For all the hazards that exist out there in space, you'll find yourself easily forgetting about CO2 buildup in your respirator. That's a huge mistake. Even a small amount of CO2 is going to add up over the course of your day, zapping just a little bit of the life out of you when you need it. Running is harder, swinging that cutter around takes one more huff than you want, and when a tunnel collapses, you want to be moving as fast and across as long distance as possible. Invest in a good helmet, trust me. The rest of the chapter continues to recite the importance of body equipment. Oh, sure, just take my stuff. All yours. Yeah. How'd they sucker Okay. you to join? Fall for the fancy pamphlets? Ja, so in der Art. Hat keiner gesehen. Wer braucht doch schon einen Web. Something you need? Hellas This is personal the log. personal log of Lynn's amazing right-hand man. That's me, Heller. Another day, another giant rock. The rock currently in question is Vectera, which Nein. is... it's a moon. It's in space. It's got ore, like the last 100. Unless you're me and can appreciate the beautiful distinctions between neodymium, vanadium, and iridium. I love these clowns, but most of them can't tell iron from lead. Okay. We're putting that first aid seminar to work on you, huh? Ja, natürlich. Space Undersuit, okay. Mitnehmen, alles mitnehmen. Thermoskanne, Right Slipper, Left Slipper. Noch ein Space Undersuit. Cheddar Snack Crackers. Sag jetzt nicht, ich bin jetzt schon voll geladen. Personal Groomer. Nee, ich bin doch noch. Masse bin ich doch noch voll okay. Ah, okay. Umschalt ist. Hey, ein Digipick.
Das brauchen wir doch für irgendwas. Noch ein Metz. Okay. Ja, also, wer hängt Toilettenpapier so hin? Das ist ein Verbrechen. Ja, so ist richtig. Notepads. Hier. Used to administer medication and treats effect. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie diese Duschen funktionieren. Will ich nicht. Ich glaube nur eure Seife. Keine Sorge. Busy. Pillen. The Orchid Merchant. I love you, said the Orchid Merchant. And I love you, my dearest, said Vincenza in return. But our passion, how long can it last? For our families will never approve of our union. Perhaps not, my dearest Vincenza. Perhaps not, he said, pushing an orchid into her lovely black hair. But we don't need them anyway. The Orchid Merchant, written by Carlita Carr and published in 2325, has become one of the fast-selling romance novels in Settled Systems history. Okay. Notepads. Nicholas Nickleby. Chapter 1. Introduces all the rest. There once lived in a sequestered part of the county of Devonshire one Mr. Godfrey Nickleby, a worthy gentleman who, taking it into his head rather late in life that he must get married, and not being young enough or rich enough to aspire the hand of a lady of fortune, had weeded an old flame out of mere attachment, who in her turn had taken him for the same reason. Thus two people who cannot afford to play cards for money sometimes sit down to a quiet game for love. Charles Dickens' third novel is a tale of a young man who struggles to support his family after his father inadvertently plunges them all into poverty, then dies. Okay. War of the Worlds. So viel zu lesen. Book 1. The Coming of the Martians. The Eve of the War. No one would have believed in the last years of the 19th century that this world was being watched keenly and closely by intelligences greater than man's and yet as mortal as his own. That as men busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacencies, men went to and from over this globe about their little affairs, serene in the assurance of the empire over matter. It is possible that the infusoria under the microscope do the same. No one gave a thought to the older worlds of space as sources of human danger, or thought of them only to dismiss the idea of life upon them as impossible or improbable. It is curious to recall some of the mental habits of those departed days. At most, terrestrial men fancied there might be another man upon Mars, perhaps inferior to themselves and ready to welcome a missionary enterprise. Yet across the gulf of space, minds that are to our minds as ours are to those of the beasts that perish, intellects vast and cool and unsympathetic regarded this earth with
envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. And early in the 20th century came the great disillusionment. Disillusionment. Meine Güte. The planet Mars, I scarcely need remind the reader, revolves about the sun at a mean distance of 140 million miles, and the light and heat it receives from the sun is barely half of that received by this world. It must be, if the nebular hypothesis has any truth, older than our world, and long before this Earth ceased to be molten, life upon its surface must have begun its course. The fact that it is scarcely 1/7 of the volume of the Earth must have accelerated its cooling to the temperature at which life could begin. It has air and water and all that is necessary for the support of animated existence. While the title may seem obvious, H.G. Wells' The War of the Worlds, first utilized in magazines in 1897, is actually believed to be a commentary on Victorian prejudice, insecurities and values. Krieg der Welten ist tatsächlich ein super Buch. Alles klar, Tschüss. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Und vielen Dank fürs Dasein. Ich hoffe, die Qualität hat jetzt war jetzt bisher nicht so unterbrüchig, sondern doch relativ gut in Summe. Oder annehmbar. Noch ein Notebook. Nein. Auf Notepad, Tissues, Toilet Paper. Okay, so. Surgical Trade. Was? Also. Da ist nichts drin. Medical Injector, Pin Bottles. Anyone else to bother? Ja. Deswegen gönne ich mir auch dein Granola. Da. Okay. Was habe ich da gefunden? Okay. Ich sollte vielleicht nicht alles mitnehmen, was ich irgendwie finde. Ah, hier Paste. Dishrack. This has been a good run. You lucked out being Miep. So. This log is too different. Okay. Dann zu. Da geht's weiter. Ja, auf die Art und Weise, ja. Ja, das hast du mir schon gesagt. Hör auf, mir das so die ganze Zeit oft zu sagen und dann können wir irgendwann vielleicht auch Freunde werden. Bam. Und da ist ein radioaktives Zeichen drauf. Das sollte ich eigentlich vielleicht nicht unbedingt durch die Gegend. Supervisor's log. It's day 2 of Argus Extractor's Vectera dig. Freestar Collective Claim ID Beta 7548 Alpha. Site setup was fairly painless. New record for us. 18 hours, including the elevator. The prefabs are starting to show their age, though. Time to rebudget for new equipment. Again. The crew is good. Spirits are high enough. Hella is a pain in my ass, as always. And completely indispensable. What's the saying? The problem is, I love him, and he knows it. Calvert remains the weak link. You just can't train away stupid. But she's got a daughter on Mars or someplace and needs the cred, so she gets one more chance. If she does wash out in the end, we've still got the Dusty.
And there's definitely some promise there. Okay. Ich habe eigentlich... Argos usually ain't so good at picking sites. Oh, this time, like a miracle. Ja. Auch ein blindes Huhn findet man in Korn. Oder sowas. Okay, sonst hier nix mehr. Nee, nicht wirklich. Wow. Just trying to get through my shift. Ja, dann try longer, try harder. Ich klaue dir nur alles Werkzeug. Und den Feuerlöscher. Wenn jetzt hier gleich wirklich irgendwie ein Feuer ausbrechen würde. Das wäre das funny. So bricht ein Feuer aus und alle so, wir brauchen einen Feuerlöscher, schnell! Und so also, wo sind die Feuerlöscher? Und ich so, ich habe keine Ahnung. You fitting in okay? Mining crews ain't the friendliest. You all right? They're good folks. Need some coffee or something? Got a packet around here somewhere. Komm, Relay. Wrench. Zero Revive. Circuit Board. Staple Gun. Marker, Folder. Marker. Was? Desktop Organizer. Okay. Nehme ich erst mit. Hm. Hello. You think we'll be done here soon? Now I hear this is the last dig. Hey, that was my sandwich! Oh man. Inspection soon. Get it. Soon. Inspection soon. Get it together, people. Reminder: clean your spacesuit after each use. If you're sick, please report to the med staff immediately. Was steht da? Dear management, the AC is drafty and some people smell. Please fix. Not interested. Whatever it is. Okay. Spielkarten. Ja, ich will alle Spielkarten haben. Seit Dying Light habe ich eine Fibel für Spielkarten. Heller putting that first aid seminar to work on you, huh? You're lucky. I've been with some outfits that didn't even bother packing better. Ja, da bloß Leute Dart. Darts mitnehmen. Genetic Sample. Vacuum Tape. Folder, Notebook, Folder. Notepads. Seem to be getting longer. Notebook. That's Argos for you. Squeeze every Folder, credit they can. Notepad. Einmal alles mitnehmen. Dankeschön. Oh. Eine Zitrone. Inselkäse, so eine Tischpflanze. It's all in Holly up here. Damn. Supervisor's log supplemental. Still day 2 of Argos Extractors Vectera dig. Freestock Collective Claim ID Beta 7548 Alpha. As far as anyone knows, this is just another ore run. Vectera's got enough mid-level veins to keep everyone working and not asking questions. I've told Heller everything he needs to know, which is pretty much everything I know. And this is another one of Barrett's special orders. He made good with the payment for Kazal, even if it was a bust. This time, I'm not so sure. This place is giving me the willies. I think we're going to find something. I
just have no idea what it could be, or why Barrett might want it. But those sweet constellation credits mean we dig our holes and keep our mouths shut. And I'm okay with that. Hopefully, between Barrett's mysterious thing and the ore itself, we'll be done with this rock in 5 days, when the transport is supposed to come back for extraction. Okay. Interesting. Hallo? Kannst du mich rauslassen? Danke. Nehmen wir noch einen Cutter mit. You got somewhere else to be? Reißt. Oh, warte, ihr habt alle eure Helme an. Warte. No. Habe ich jetzt auch die Taschenlampe? Ah. Oh, hello there. Okay. Fancy. Da kommt ein Schiff. It's a classic. Get used to Heller's sense of humor yet? He looks lazy, but he's solid. Nein. Warte, eine Waffenkiste. Hey. Busy. Ich komme sofort. Ich habe noch nicht alles zusammengeklaut, was ich zusammenklauen kann. Auch wenn ich schon echt Bock habe auf das Raumschiff da drüben. Aber lass alles mitnehmen. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich wieder unnötig viel. Es ist ein Bethesda-Game und Bethesda-Games heißen looten. Habe ich in Fallout 4 auch schon gemacht. Ist das Inventar nicht voll? Hast du zu wenig gelootet? Okay, hier geht's dann. Bin ich da hoch? Ja, die Antwort ist ja, ich kann hier hoch. Aber hier ist nichts. Okay. Hui. Okay, ich habe keine Füße. Ich kann die Third Person schalten. Yay. Okay. Warum überrascht mich das jetzt eigentlich? Ich meine, es ist ein Bethesda-Game. Sollte mich eigentlich nicht wirklich überraschen. Okay. Credits. Busy. Talk to you later. Yeah? Hello. Don't get too used. Yeah? Something you need? Ein Eingang wäre schön. Was ist das? Ist das ein Laser? Take my advice and pack your own suit next run. You always want to be the one choosing your own gear. Ja, probably. Ich will mir auf jeden Fall keinen Suit ausleihen. Ich bin kein Airlock-Fachspezialist, aber sollte man Airlocks... Okay, man kann die nicht so machen. Gut. Dann lassen wir die wohl offen.
bist du? Ein Terminal. Barrett? Been a long time. Yes, it has. Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Okay, so funktioniert die Map. Okay. Okay. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found... Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Settings. Bindings. Okay. Right here. The new guy found it. Had right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal. And no Barrett. Not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? Boah. Naja, mir bin ich jetzt gut. Also es ist nichts wirklich was darüber reden. Not gonna lie, but reveling in the weird of space isn't everyone's idea of a good time. I get it. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you, ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Okay, neues Schiff. Keine Ahnung, wie die Reichweite von den Pistolen ist. Also wo ich genau hinziehen muss. He dead. He dead.
He dead. Hey, stopp! Einmal looten bitte, danke. Einmal kurz ein Sandwich essen. Haben wir das auf die 4. Und auf die 2. Dann schauen wir auf die 7. Da schauen wir auf die 5 mal. So. Protein Bar. Okay. We're still in one piece. Oh God. Hey, I don't know how you kept your cool back there. Ich war Kopfgeldjäger. Ich sollte da cool bleiben dabei. We appear to have suffered fewer casualties than would be expected. Sehr schön. Now that was some fine work under pressure. Ich war ja auch mal Kopfgeldjäger. That means you saw it. The visions. You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Bitte was? Wow, langsam. Ich habe nicht danach gefragt. Hey, I wasn't gonna bring it up, but we don't exactly know what the artifact might have done to your head, and Constellation is really the only group qualified to help. Oh, no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? All right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. Was? It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. Bitte was? Was ist mit der Mine? Braucht ihr mich nicht? Now that we've been attacked, we've got to pack up and move on. Argos will come for the rest of us. You get going. Danke für alles, Lynn. Just go. Before I say something I regret. Na, ich mag dich auch, Lynn. Now that that's settled. Bosco, get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Yay. Ich bin immer noch sad, dass ich die nicht haben kann. Ich bin immer noch sad. Ich hätte die gerne gehabt, die Smartwatch. The watch fits you perfectly. Now, questions?
Es ist viele. Who are you and what's constellation? With the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. Okay, das klingt gut. Das klingt interessant. Nächste Frage. Was haben wir da eigentlich ausgegraben? My friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer. With your help. Warum war die Crimson Fleet hinter euch her? Following the loot, like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Tobi, bist du's? bist du der Loot Collector? Loot Goblin? Warum schickst du jetzt eigentlich mich? Und warum gehst du nicht selbst? Come on. You really not at all curious about that light and music show you experienced? Doch schon auch. Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. This mystery is only getting bigger each step we take. And you're part of it now. Weiß nicht, ob ich das so toll finde, ob ich das mag. Ja, aber okay. Und warum gibst du mir jetzt deinen Chef? Technically, it's not even mine. Consider it alone. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception since you can tell Constellation about that vision you had. Thinking it over? Good instinct. And Vasco, don't let him break my ship. I will. Ich habe eine Uhr, ich habe eine Uhr. Ich habe eine Uhr, ich habe eine Uhr, ich habe eine Uhr, ich habe eine Uhr. Ah, okay, das ist sauscht. Okay. Warum finde ich das ist keiner Musik? Dung. Oh. Be in the external robotics bay. It appears you are the new captain of the frontier. Das Schiff braucht einen neuen Namen, aber okay. Captain Phil, Protocol Indigo is in effect. That sounds good. I like that. Captain Phil, I'll guide you as best I can. Ein schönes Schiff. Und das wird noch viel schöner werden. Amps. Medpacks. Glaube ich mich eigentlich gerade selbst. Technically speaking. Captain Phil, I assume you know how to fly a Class A starship. As Barrett likes to say, it's as easy as learning to ride a bike. I will attempt to boost the shields, just in case there are any difficulties. Da krieg ich hin. Well, hey there, irate pirates. Looks like you finally did it. Boarded my ship, scrapped my bot, ripped those beautiful brown eyes out of my adorably cherubic face. And then you discovered the guy you had pegged as a treasure hunter doesn't actually have any treasure. Not anymore. It's true. I may have had a pricey trinket or two when I evaded your sorry asses at Kumazi, but brother had to buy fuel. So you get nothing, except my ghost. Because I am gonna haunt your asses till the end of your days. Which, for a Crimson Fleet pirate, is about, what, another week? My brother had to buy fuel. Ich mag den Barrett. Ich mag ihn jetzt schon. Der ist super, der ist so awesome. Container of Cereal. Chunks Apple, Snack Pack. Erstmal alles mitnehmen. So, Jump Seed.
Potlet. Ah, okay, hier kann ich also kochen. Beziehungsweise, wenn ich die Sachen hätte, dann könnte ich kochen. Okay. Coffee Bag. Snackpacks. Kitchen Tea Sap. Galley. Okay. Steel Fork. Knife. Soap Dispenser. Lunar Robotics. Da habe ich das Bett. Vacuum Tape. Bird. For some chunks right now. First stop when I get home. But I really need to get better about packing snacks for these long hauls. Some rhubarb boom pop. Maybe some cereal. Irvin always made the best trail mix. Added in little marshmallows for stars. I miss that. Date unknown. Broken Constellation Space Helmet. Don't use. Nehmen wir mit. Chisel. Medpack. Soilbox. Paper Airplane. Cube. Old Earth Baseball. Nightwear. Chunks Cap. No. Diese ganzen kleinen Details. Ich meine, wenn er mir nicht sein Schiffraum... Beim Schiffraum, ja genau. Ach, Personal Flight. Protocol Indigo means no deviations, no distractions, no dalliances, in short, no fun. Unless, as strictly defined by Sarah, said deviations, distractions, and dalliances are completely necessary in getting this fine vessel, the Discovery-class Starship Frontier, back home in one piece. I guess I'm still technically borrowing it from Constellation, even if I have no intention of actually giving it back. Wow. Ich leih's mir nur aus. Ich habe zwar nicht vor, es wieder zurückzugeben, aber ich leih's mir nur aus. Kann ich jetzt eigentlich... Ja, das Space Shot. Wobei, nee, ich mag den weißen eigentlich. Habe ich dann dieses Don't Use vorne auf dem Visier? Tatsächlich! Okay, das ist ein cooles Detail. Mag ich, gefällt mir. Dass ich so diesen Aufkleber drauf hab. Hide helmet in breathable areas. Headspace Suit and Settlements, das ist okay. Das heißt, in Settlements laufe ich dann mit den normalen Sachen rum. Das finde ich gut. Ja, da finde ich gut. Einmal aufmachen. Und einmal zumachen. Jumpseat, Jumpseat. Oh, Galactic Coffee Mug. Chunks packaged. Okay. Ja, dann einmal in den Weltraum. Shields ready. The rest is up to you.
Tja, dann... Let's go to space. Oh, okay. Mit E gehe ich raus. In orbit, it might be wise to test all controls and systems to ensure they are not on the verge of catastrophic failure. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems and we'll be on our way. Hold left Alt and use WASD to switch between systems to allocate power. Ah, okay. Each system on a ship requires power. Allocating power is under your direct control. You've proven an adequate pilot. Are you familiar with ship combat tactics? Because that's a Crimson Fleet ship bringing its weapons to bear. We will need to disable their shields. Laser-based weaponry is particularly effective. If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can lock in to fire a homing missile. The enemy shields are down, Captain. Ballistic weaponry excels at damaging the hull once shields are offline. You're done! Oh! Grab us out! Bye! Congratulations on surviving your first Starship assault, Captain. We should search the wreckage for spare parts and other salvage. You will need to fly close to it before we can access the remains. Crimson Fleet ships are jumping into our location, Captain. So. So. Take him down. So. Ah, okay, so funktioniert das. Ah. Has been far more than anticipated. At this rate, the odds of continual
are high enough to jeopardize our mission. In short, they are after the frontier and will not stop. We will need to deal with the local Crimson Fleet captain. A recent scan indicates an abandoned facility on the nearby moon of Crete, a perfect staging area for pirates. Ich würde gern eher an den Loot mal ran. Kann ich hier nicht... Ah, jetzt. Okay. Okay. Ah, okay, damit kann ich... Okay. Mhm. So. Das heißt, wir gehen immer hier raus. Wählen hier den Planeten aus. Und Jump. Oder auch nicht. We have arrived in orbit. The abandoned facility with our Crimson Fleet captain is on the surface. Okay. A view of the star map gives you information about the environment. You scan the planet for resources and helps you discover key landing sites. Rotate the planet into the Crete Research Lab. Map icon is in the view and direct map icon to land there. Okay. Das heißt, einmal scannen. Aha. Dann landen wir mal da in der Nähe. Natürlich gab es zwei galaktische große Kriege. Okay. Ich möchte vielleicht nochmal ein Bot der Frontier. Weil eventuell möchte ich gerne mein Inventar erstmal ausladen. Oder zumindest ins Schiff laden. Cargo Hold.
Ähm... Spacesuit. Ja, das ist ja Sausuit lasse ich weg. Helmets. Den und. Achso, Frontier. Achso, nee, okay. Store, 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 Store. Mal behalte ich mal 8. Gut, das behalte ich auch mal alles. Ressourcen. Store all resources. Lagern wir auch mal alles ein. Einfach mal alles einlagern. Kann ich sicherlich irgendwie irgendwo zerlegen, aber jetzt lagern wir es für den Moment, lagern wir erstmal alles ein. Okay, dann haben wir sonst nichts mehr groß dabei. Gut. Okay. Okay. Minium. Himmelmods, Spacesuit Mods, Packmods. Wir haben ein bisschen Tungsten Kosmetik, bei mir habe ich nicht. So, dann haben wir das. Dann haben wir das auch. Okay. Aber da kann ich jetzt auch nichts machen, ja? Oder die sind altblockt. Gut. Aber ich kann auch hier nichts herstellen jetzt, oder?
Okay. Da haben wir noch die Navigation Console. Wir haben keinen. Okay. Nee. Dann einmal auf den Planeten. Hallo Vasco. Protocol Indigo dictates that I am to return to the lodge with no deviations. We are here to stop the Crimson Fleet from pursuit. Nothing more. Nur kurze Frage. Wer bist du und Barrett? Und was ist Constellation? Constellation is an explorers society founded over 50 years ago with the mission of seeking out the unknown. Okay. Members often Interessant. engage in expeditions in small groups, typically 1 or 2 people, or like Barrett and myself, 1 person and 1 robot. The Okay, membership understandable. is intentionally limited and small. Should you join Constellation yourself, you will be the 10th active member. Wow. Okay, das ist wirklich eine. Also für eine Raumfahrergesellschaft sind das wirklich sehr wenig Mitglieder. Warum ist die Crimson Fleet hinter. Oder warum ist der Crimson Fleet Kapitän hinter Barrett her? I have often asked Barrett that same question at various times, and about various individuals that wanted to cause us harm. The most likely answer is that Barrett personally insulted him, typically by continuing to live, usually after escaping from certain death, and Wow. with an object multiple people wanted. Also, Barrett ist quasi Lando Calrissian. Können wir das so stehen lassen? Ich meine, er hat ein Schiff geklaut und intended das nicht, also das ist geklaut. Er hat es ausgeliehen, ohne die Intention, es zurückzugeben. Und ist auf der Kill-List von mehreren Leuten, weil er ist basically Han Solo bzw. Lando Calrissian. Wow. Barrett would say that billions of years ago, we were all one with the cosmos. So technically, you have known each other forever. But the more practical answer is likely that he needs you. The number of known people who have been affected by the artifacts is now 2. Without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the experience you both share. So he is showing you trust in order to gain your support. I understand. How can I be of assistance? Was? Was ist das? Okay. Was bist du? Schaut schon cool aus, die Welt. Was seid ihr da unten? Ich weiß es nicht. Du was zum meinen und mitnehmen? Nee. Schaut nicht so aus. Okay. According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Das ist gut. Okay, das heißt, das da und das sind die Laser. Das da ist die Cannon und das sind die Raketen. Okay, fancy. Fancy. Und das ist an der Dockingschleuse. Das ist der Grav Drive wahrscheinlich. Und das ist die Robotics Bay, nehme ich an. Okay. Ja. Triebwerke EQ mal weiter runter. Weil ich Eisen brauche.
Okay. Was seid ihr? Trilobite. Okay. Es waren nur medizinische Untersuchungen. Es sind nur medizinische Untersuchungen, nichts weiter. Was? Da war gerade irgendwas zum... Oh Gott. Wahrscheinlich nur Vasco. Okay. Was bist du? Scan creatures, minerals and plants. Each unique item scan progress. Your survey data of the planet. Complete survey data can be sold for credits. The scanner mode also unlocks additional features such as building, outposts, and using social skills like diplomacy and intimidation. Okay. Are often unpredictable. So. Uah. You would consider this victory cause for celebration. Okay, das mit dem Scan habe ich noch nicht ganz raus, aber... I will get there. While I am programmed for combat, I will keep your items safe, Captain. Ah, ich kann ihm die Sachen geben. Gut. Nein. To space and beyond. Okay. Den Photo-Mode werde ich definitiv noch einige Mal nutzen. Ah. Das war auch wieder Vasco. Ah, da guck mal, da ist Silber.
We have found silver. Okay, das heißt, nicht gescanntes Zeug ist blau. Blei. Nehmen wir gerne mal mit. Ah, okay, und ich muss mehrere von diesen Fiberpflanzen quasi, also mehr von derselben Identität scannen. So wie 38%. Okay. Wahrscheinlich umso mehr ich scanne davon, umso mehr entdecke ich. Okay. Gut. Du kannst viel mehr essen. Mehr Silber. Eisen. Hallo Vasco. Okay, ich nehme jetzt mal nicht einfach alles von den Ressourcen mit, was ich finde. Aber ich nehme mal ein bisschen was mit immer. Resource Fiber, Biomes Volcanic. Okay. Also ich brauche ein vulkanisches Gebiet zum Wachsen. Silber nehme ich mit, weil es diesen blauen Marker hat. So, okay. Power Tools. Mehr ist aber hier auch nicht wirklich. Hier ist auch nichts zum... Doch, hier ist was zum Scannen. Ah, okay, das markiert auch Loot quasi. Gut. Quasi ein kleiner Loot-Scanner. Ja, dann gehen wir doch mal rein, oder? Oh ja, hier ist ein bisschen gut. Ein Folder, ein Funnel. Fläschchen.
Da ist noch ein Becher. Das macht das Looten tatsächlich einfacher. Ist zwar nicht ganz so wie so ein Ping, aber man sieht zumindest auf einen Blick, was lootable ist und was nicht. Hilft zumindest. Dass man nicht bei jedem ranrennen sich denkt, so, kann ich das mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Skop. Seal Container, Funnel, Surgical Bowl. Weil ich trotzdem an alles rangehen möchte. Storage Box. Just 8. Okay. Microscope. Also. Ah. Notizbuch. Bad people, bad jokes. Oh Gott. Why did the chicken cross the road? Huh? What's a chicken? Wow. Oh, wow. Knock knock, who's there? Planet. Planet who? If I throw a party, will you help me plan it? Oh. Schickt die nicht Tobi. Schickt die alle nicht Tobi. Ecliptic mercenary says to a woman, I've been hired to kill you and I always get the job done. Woman says, can we talk about this, son? Was? Die verstehe ich einfach nicht. How do you keep an idiot in suspense? Keine Ahnung. Darf ich die Antwort? How do you get a 3-star collective fig out of a tree? Wave. Louis Super Bad People, Bad Jokes Volume 2 is a follow-up to his original work and just like its predecessor has become a cult hit. So last Frontier Games, download sport game. Okay. Pencil case, succulent. Reminder, run. Okay. Ich würde euch ja gerne sagen, was das für eine chemische Formel ist. Aber ich habe keine Ahnung. Curious. These are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility. Turns out. Barrett and the Crimson Fleet have something of a... Du hast nichts Neues zu erzählen. Aber gib gut gern Updates. Das sind Kühlschränke. Ja gut, machen wir die wieder zu, ne? Wir wollen hier keine Energie verbrauchen. Credits. Screwdriver. Tissues. Gold Pyramid Sculpture. The Gravity Paradigm. Truth is, what our scientists didn't know back then could fill volumes. The focus, of course, was on wormholes. Not only creating, but maintaining a stable and sustainable Einstein-Rosen bridge. That was the goal, the end point. No one had even considered that maybe that was just the beginning. When we look at graph drive technology today, and the ease at which we fold space and travel light years in seconds, it's sometimes easy to forget the impossibility of what we've achieved. Dr. Josephine Inato's seminal work continues for another 535 pages and has become the most highly respected text on graph drives in graph jumping ever written. Verstehe ich. Da bin ich sogar, also der Aussage, the focus of course was wormholes and not only creating but maintaining a stable and sustainable Einstein-Rosen bridge. That was the goal, the end point. Jein.
Das ist das Goal-Endpoint heutzutage. Aber sobald wir das ist das Interessante an uns Menschen oder generell an der Menschheit. Wenn man zurückschaut, jedes Mal, wenn wir ein wissenschaftliches Ziel erreicht haben, sei das jetzt die Creation of Fire, also wirklich Feuer erzeugen können, oder Automatisierungen, mechanische Systeme, whatever in die Richtung. Ja, jedes Mal, wo wir diesen technologischen Schritt erreicht haben und gedacht haben, so okay, jetzt sind wir das Ende. Ich meine, vor ein paar Jahren, also wirklich nicht mehr allzu lang her, hat man schon gedacht, die Spaltung vom Atomteilchen wäre so the goal, the end. Auch die Fusion und sowas so. Theoretische Konzepte, ja, aber nichts, dass es wirklich möglich gewesen, also dass man gesagt hat, das ist physikalisch möglich. Bis man es hingebracht hat. Das ist halt genau dasselbe. Wenn man es schafft, jetzt sind wir dabei, Kernfusion so zu betreiben, dass die Fusion kontinuierlich läuft. Also, dass man es einschaltet und es läuft kontinuierlich weiter. Wir können auch nicht mehr Energie abgreifen, als wir reinstecken. Das wäre das Endgoal. Aber es ist halt auch wieder, das triggert die Achievements, die wir da in der Forschung und der Wissenschaft erzielen, triggern die nächsten Generationen. Und das ist halt auch das Interessante, so allein Handys, was da an Technologie, an Miniaturisierung und Effizienzsteigerung drin kommt. Kaum jemand könnte heutzutage noch wirklich sagen, so ein grundsätzliches Telefon, so wie die ersten Telefone aufgebaut waren. Ich glaube nicht, dass viele Leute das jetzt heutzutage nachstellen können. Allerdings die Möglichkeiten, die wir inzwischen durch diesen technologischen Fortschritt haben, es ist wahnsinnig interessant, was da alles möglich ist. Und auch einer der Gründe, warum ich eben in den Bereich arbeiten möchte, also in diesen Ingenieurswesensbereich. Notebook, Hammer, Tissues, Thermos, Cube, Omega the Last Day. Oh Gott. Omega the Last Days. The following is the opening of Camille Flammarion's 1894 work Omega, The Last Days of the World, in which a comet is said to collide with the Earth in the 25th century, and people must come to terms with the end of the world and what that actually means. Chapter 1. The magnificent marble bridge which unites the Rue de Rhin with the Rue de Louvre, and which, lined with the statues of celebrated scientists and philosophers, empathizes a monumental avenue leading to the new portico of the Institute, was absolutely black with people. A heaving crowd surged rather than walked along the quays. Habe ich jetzt definitiv falsch ausgesprochen. Following out from every street and pressing forward towards the portico, long before invaded by a tumultuous throng. Never in that barbarous age preceding the Constitution of the United States of Europe, when might was greater than right, when military despotism ruled the world, and foolish humanity quivered in the relentless grasp of war. Never before in the stormy period of a great revolution, or in those feverish days which accompanied a declaration of war, had the approaches of the House of People representatives of the place de la Concorde presented such a spectacle. It was no longer the case of a band of fanatics rallied about a flag, marching to some conquest of the sword, and followed by a throng of the curious and the idle, eager to see what would happen, but the entire population, anxious, agitated, terrified, composed of every class of society without distinction, hanging upon the decision of an oracle, waiting feverishly the result of the calculations which a celebrated astronomer was to announce that very Monday, at 3 o'clock in the session of the Academy of Science. Amid the flux of politics and society, the Institute survived, maintaining still in Europe its supremacy in science, literature, and art. The center of civilization, however, had moved westward, and the focus of progress shone on the shores of Lake Michigan in North America. Okay.
So. Alright. Aber bevor wir jetzt dann in den nächsten Bereich weitergehen, mache ich einmal ganz kurz eine Pause. Ich muss mir ganz kurz wohin. Und wir sehen uns in etwa 4, 5, 6 Minuten. Bis gleich.
So. Alright. Sorry. Oh. Schulter. Einmal speichern. Und weiter geht die Erkundungstour. Polytextile. Notepad, Kaffeemug, Pen, Weil. So. Ich möchte für Seitens mal was ausprobieren. Was, guck ich mal auf die Seite. Okay. Also tatsächlich, die Dinger können hochgehen. Notepad, Kaffeemug. Red Rover, come over. Oh Gott. Wieder was zum Lesen. An excerpt from Lubov Song's novel Red Rover, come over. An alternate history where autonomous robotic rovers gained sentience, replicated and colonized Mars before humans could form colonies. Larissa just smiled. The machine continued to blink its lights and emit faint whines as it servos whirled. Unsure of how to proceed, but machine communication was for Larissa's specialty. She flicked the buttons on her universal comm unit. Its LEDs blinked rapidly in response to her movements. It's okay, she signaled through the device. I won't hurt you. But if we have any hope of getting out of this cave, we'll need to work together. Larissa hadn't expected her day to go like this. Trapped in a disused mining tunnel under the surface of Mars with a frightened and potentially hostile maintenance robot. But her espionage training had prepared her for similar situations. The machine clicked and beeped in response. I trust you. It wasn't a direct translation. As precise as machine binary language was, there was still a lot of room for misinterpretation when translated to her native tongue. It was close enough. The robot seemed to relax. Its glowing aperture expanded to let more light in as it gazed at her, taking in any information it could glean from her. And then it extended one of its many clamps in her direction. She took hold and with a firm yet gentle tug, pulled the small robot out from under the rubble. There we go. That's better, isn't it? She asked, clicking out the message on her comm unit. Now, if you can lead me out of this tunnel and back to my dropship, I can call for backup, and that could help your fellow machines fight back against your oppressors. The robot seemed to nod in understanding, and began to wheel its way down the rocky corridor, stopping every so often to let Larissa catch up. Okay. Interesting. Crashed Zylinder, Coffee Mug. Daten, die ich nicht lesen kann. Computersysteme. Was? Be quiet! Shush! Toxin. Okay. Genetic sample pot. Priming Tool. 7mm. Tool Munition. Notebooks.
Stimmt, ich könnte das Vieh noch scannen. Oder nicht, weil ich es getötet habe. Sad. So paper tray, notebooks, Credits. Digipix nehme ich auch gerne mit. Kaffeemug, Paste, Food Tray. If you're not part of the solution, you're part of the precipitate. Precipitate? Okay. Weird. Weird motivational speech, aber okay. Kinda acceptable. Oh, das sind ja noch ganz viele Sachen, die ich mitnehmen kann. Folder. Notebooks. Zum Glück ist das Zeug schön blau. Das ist Vasco. Ah. Da oben ist auch noch Zeit. Das ich nicht mitgenommen habe. Notebook. The Fruit Cellar. In the year 2298, author Paul Lamont released the novel The Fruit Cellar, forever cementing his role as the Settled Systems King of Horror. Come down here, tasty thing, rasped the voice from the fruit cellar. I won't hurt you. Oh no, I just want to snack on yourself. Carly heard the voice in the cabin, but also in her head. She reached over to slam the trapdoor shut, but something stopped her. Some kind of internal force of urge. Yes, she said, as if in trance. My soul is delicious and will be yours. Okay. Habe ich jetzt schon, also habe ich weder Bock zu gucken, noch zu lesen. Bin ich jetzt schon raus. Ist mir schon zu viel Horror. Okay. Da ist sonst nix. Hier, guck mal, da habe ich ja auch, was ich da übersehen habe. Ne, komm. Den Food Tray wird mitgenommen. Hier wird kein Loot zurückgelassen. Nicht, solange ich was... Alter. Da ist ja tatsächlich noch Stuff. Oh. Hallo, Shelly. Was denn? Ja? Ja, ich möchte ein bisschen... Das ist jetzt so mal ein Test, mal einen Monat lang. Möchte ich die Story Games, Adventure Games und sag ich mal Koop Games auf YouTube verlagern. Einmal um zum einen andere Zuschauer auch anzuziehen als wir auf YouTube. Vor allem, dass wenn wir dann zum Beispiel die Koop Streams oder sowas, Community Streams haben wir einmal dann auf YouTube und einmal auf Twitch dann laufen. Dass es quasi zwei verschiedene Channels sind, die oder Bereiche, die abgegriffen werden. Und
Einmal, weil ich generell mal testen wollte, wie Streamen auf YouTube ist. Bis jetzt ist es komplizierter als bei Twitch, habe ich das Gefühl. Aber das kann jetzt nur sein, weil es halt mal ungewöhnlich ist. Deswegen, ich teste jetzt mal einfach mal einen Monat, wie es läuft. Wie es sich anfühlt. Und nach einem Monat entscheide ich dann, wie ich weitermache. Ob ich dann wieder alles nach Twitch nehme. Oder ob ich das so präpariert lasse. Weil der Unterschied auf Twitch wird nur Racing jetzt stattfinden. Und dann habe ich quasi, baue ich mir auf deinen Plattformen, habe ich dann, sage ich mal, Variety, wo dann auch die Videos im VOD-Format ordentlich gespeichert werden, weil auf Twitch ist es ja immer nur eine kurze Zeit lang da. Und ich müsste es auf YouTube exportieren. Und auf YouTube ist es dann nativ direkt drauf, direkt da. Und auf Twitch habe ich dann nur das Racing und baue dann quasi dort die Racing-Community ein bisschen mehr auf. So ein bisschen mehr zum Verteilen. Beziehungsweise separieren. Einfach mal zum Testen, mal zum Gucken, wie es läuft, wie es ist. Und ja. Wie gesagt, ich sehe dann am Ende vom Monat, wie das Ganze ist, auch was ihr aus der Community als Feedback gebt. Und wenn dann ja, je nachdem, wie es dann ist, entscheide ich es dann. Wie wir weiter damit verfahren. Und wie geht's? Ich habe bei Baldur's Gate habe ich übrigens, weil wir heute in der Früh kurz eine Runde gespielt hatten, habe ich jetzt danach, also mit dem Dragonborn habe ich nicht weitergemacht, aber ich habe dann zurückgewechselt auf meinen Warlock und bin erstmal zweimal an diesem ersten Bossfight quasi gescheitert. Einfach weil unser Mate nicht lang genug überlebt hat, gestorben ist und ich dann jedes Mal gewone-hittet wurde von den anderen, also von diesem anderen Großen. Das war so die Lektion so, okay, die sind vielleicht doch ein bisschen sehr stark. Dann waren vielleicht doch so, ja, gut, ne, der kann sich hier noch weit bewegen, plus der hittet one, also macht Insta-Hit. Lass mal. Und wie geht's dir, Shelly? Ich hoffe, bei dir ist alles gut. My life, chunk by chunk. I was very young, only 7 years old, when I realized humans are animals. Ja, erst früh drauf gekommen. Smart animals, sure, but still animals. You give us food, we'll eat it. We want it to taste good, and we want it to stop our hunger. Those two things, that's what's most important. After that, sure, some people want their food to be really healthy, as the experts say, and some want it to be pretty. But most people, they just want to cram something into their face, and that's when the concept of chunks was born. So begins the 120-page autobiography of Fred Blomberg, founder of the Chunks Food franchise. Ja. Ach lol, das ist die chemische Formel für Koffein. Wow, es ist dunkel. Funny. Chemists have all the solutions. Okay. Ich mag diese Wissenschaftsposter. Habe ich alles. Den Leech habe ich auch schon gekillt. Außer es sind zu früh. Habe ich den ganzen Loot? Da ist noch was. Das ist auch nicer. Notepad. Synthform-Container.
Toxin. I'm trash. Vasco ist auch einfach funny. Scientist is dead. Hot plus Argon. Zero wire, notebook, notepad. History of xenobiology. The first several chapters of Lars Nelson's works seem to focus primarily on the digestive systems of alien herbivores. The dissection of Dr. Lord's latest find revealed a creature that was just as she suspected, based on its outward appearance, an evolution of the microscopic hydrothermal worm. But the research also suggested a species that evolved in distinct stages, possibly growing significantly as it did. So the question now remains. Which version... Alter, ich kann nicht mehr lesen. Which version of the creature did Dr. Lord dissect? And what maximum size could it possibly achieve? The subsequent passages deal with Nelson's fascinating with the predatory wildlife of some unnamed world. Okay. Interesting. Der schaut auf jeden Fall nicht mehr allzu frisch aus. Der Sound erinnert mich an den Pip-Boy, wenn er ausgerüstet wird. Und was läuft bei euch so, Shelly? Seid ihr ein bisschen in Baldur's unterwegs oder gerade Pause oder seid ihr schon wieder in League unterwegs? Da ist ein Desktop-Organizer. Ah, das ist Vasco wieder. Vasco, du stehst ein bisschen im Weg rum. Cutter, lamp. Chunk's employee handbook. Soon after founding his breakout business Chunks, founder of Led Lombard, personally wrote the 3-page employee handbook. The following is an excerpt from page 2. It's like that saying, the customer is always right. Here at Chunks, if we know anything, is that the expression, the customer is always right, is always wrong. In this case, it's actually scientifically impossible for the customer to be right. They have no working knowledge of our state-of-the-art culinary facilities, and if they had the secret recipes to all our delicious Chunks flavor, they would all be out of a job, me included. Okay. Whoa. Something's out there. Randalier doch nicht so.
might have lost them. Come on. That's not even fair. Peace is no longer a viable option. Peace is always a viable option. You're done. You appear to be prioritizing our deaths over your own survival. Ja. Da hast du absolut recht. I do not feel pain, but I hear it is terrible. You all die. So. I am aiming for your center of the land. We're in over our heads. Go! Warning, damage received. Na komm. Köpfchen hoch. Köpfchen hoch. In combat, Barrett often yells, pew, pew, pew. I am not sure why. Ja, kann ich dir auch nicht beantworten. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Mann. Ah, das war's ja schon. So, einmal alles mitnehmen. Beziehungsweise eigentlich einmal. Boxing, Fitness, Stealth. Huh. Beifall Pfeff und Zerverletzung. Was immer. Gastronomie, Graduation, Christian of the Event, persuading someone. So chance we find executions when searching containers. Okay. Pickpocket targets. Die haben das da. Was Logs sind gebankt. Ah, okay. And scan distance is increased to 20. Required to craft items. Okay. Ich glaube, gehe ich das tatsächlich mit Stealth. Ah, warte mal.
Okay. Wenn ich schleichen kann, dann schleiche ich. Gläser zum Mitnehmen. Einmal durchlooten gehen. So. Darf ich jetzt noch das Zeug mitnehmen, was ich hier nicht mitgenommen habe? Oder werde ich dann wieder angemault, weil ich irgendwas priorisiere über... Drinkpack Bier. Ich meine, okay. Bier aus dem Karton ist jetzt nicht gerade das, was ich... Ach ja, ich wollte, so, Essen. Kennack Double. 2 sugar, 2 creams, 2 good. Quasi Kaffee, okay. Huh. What gorgeous imagery. Cereal. Ramen. Nehme ich. Chicken. Nehme ich. Miso-Soup. Nehme ich. Chocobites nehme ich. Gummibugs nehme ich. Einmal so ein Dingpack. So. Ich muss mal ganz kurz nochmal weg. Ja. Ich muss mal ganz kurz weg. Ich mache euch hier kurz einmal Musik an. Und ja. Wir sehen uns gleich nochmal. Ich habe kurz eine Nachricht bekommen, die ich kurz prüfen muss. Bis gleich. Once more
Save us.
So. Sorry für die Unterbrechung. So. We are back. Ich musste ganz kurz was prüfen gehen. Ich hatte eine Nachricht von der Vermietung bekommen und wollte es noch kurz prüfen. So. Musik aus. Bitte. Danke. So. Alright. Alright. Dann machen wir mal weiter. So. Alright. Let's continue. Na, komm. Kaffeemark. Kaffee. Noch ein bisschen zu Info. Achso. Warum kommen die Füße her? Mir ist mal eingefallen, die haben ja wir verursacht. Na komm. Ja, kleines Weinglas. Loot. Alles mitnehmen. Ansonsten ist Tobi enttäuscht von uns. Und das wollen wir doch nicht. Vor allem für die Spielkarten. Spielkarten müssen mitgenommen werden. Wir ein komplettes Set haben. Boom Pop. Drink your dreams. Orange. Quasi Fanta. Bin ich jetzt gerade encumbered? Also bin ich gerade voll? Habe ich mich voll gelootet? Das wäre ja skandalös für ein Bethesda-Game. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das passieren konnte. Ich finde immer noch sad, dass ich da... Da ist noch mehr. Da ist noch mehr, was ich nicht mitgenommen habe. How dare me! Also ja, die 2 Container hinten habe ich schon. Die beiden da hinten habe ich schon. Hallo Vasco. Ich nehme alles mit, bis ich voll bin. Und noch weiter. Hallo? The Pickwick Papers. The posthumous papers of the Pickwick Club. Chapter 1. The Pickwickens. The first ray of light which illuminates the gloom and converts into a dazzling brilliance that obscurity in which the earlier history of this public career of the immortal Pickwick would appear to be involved, is derived from the perusal of the following entry in the transactions of the Pickwick Club, which the editor of these papers feels the highest pleasure in laying before his readers, as a proof of the careful attention,
Indefatigable? Okay. Assiduous and nice discrimination with which his search among the multifarious documents mein Gott, ich kann nicht mehr lesen. Confided to him has been conducted. Charles Dickens' first book about a man who established a society whose goal is to travel and research human life became a phenomenon that established the author as one of the best of his day. Und hallo Vulcanino. Schönen Abend. Bei manchen von euch weiß ich ja, wie ihr auf Twitch heißt. Loot. Toiletpaper, Soap Dispenser. Einmal alles mitnehmen. It would be advisable to leave some things behind. Nein. Es werden keine Dinge. Was? I've run out of CO2. Echt jetzt? Oh, weil ich mehr als dabei habe als okay. Captain Phil, we commencing item exchange protocols. Ja, etwas besser geht's mir. Inventory. So. So, Resources. Solar Frontier. Trade. Einfach mal alles einlagern. Alles in Vasco einlagern. Eine MP. Also okay, kann ich zurückgeben, die kann ich auch überlegen. Ja, 70. Legen wir die mal mit rein. Notes. Nicht einmal die auch alle abgeben. Leather Pocket. Ja. Mit Spacesuits Weapons. So. Okay. Und weiter geht das fröhliche Looten. So. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir hier größtenteils alles einmal leer gemacht. So Globe Sculpture, Pencil Case, Stuhl zum Hinsetzen. Nothing is beyond our reach when we work together.
Put something in a cage until it kills you. Okay. Oh. Computer. Starware operating system. New beginnings. Hayden Wynn. Personal journey. Handy das mal. I can't believe it. I got the posting. The United Colonies Xeno-Warfare Division is now official. I can't even imagine the amount of red tape they had to cut through at MAST. But it's long overdue. And I get to be part of it from the ground up. My official title will be Associate Xenobiology Technician, and I ship out in 3 days. Amanda is upset, but I assured her I have plenty of leave and will be back in New Atlantis all the time. I'm still not sure where I'm going, definitely somewhere in the United Colonies space. Guess I'll find out when I get there. Candidate 1. Ja, okay, ist schon so die richtige Reihenfolge. We got our first extraterrestrial candidate today. What appeared to be an alien form of Leucouch venusta, essentially a giant spider. Mickelson, in full protective gear, attempted to attach the Neural Control Interface, NCI. Our security detail is still trying to remove him from the cocon. Ooh, and we had no choice but to put down the creature. A minor setback. None of us expected success in the first try. I heard Dr. Paulson tell the others that a detachment of United Colonies Marines is scheduled to deliver another creature next Thursday. I'm not sure how they managed it, but the UC Marines actually managed to bring us an Astra. It's not that the Astra is a terrifying beast and natural predator, those are both exceptional and wonderful qualities and essential to the work we are doing here. It's that the Astra is native to the planet Aquila in the Cheyenne system. Aquila, home to Aquila City, capital of the Freestar Collective. Leave it to a group of ground pounders to grab a candidate right from the enemy's backyard. Though it does beg the question, have Freestar Collective scientists managed to weaponize their greatest natural predator? If so, our timetable just got accelerated. Any fears that our Freestar Collective counterparts have managed to weaponize the Astra have been completely dispelled. After the Mickelson debacle, we determined the NCI should only be attached under full sedation, so that wasn't an issue. The problem started immediately afterward. The Astra proved incredibly resistant to synchronization, and we never achieved controlled fidelity beyond 47%. Dr. Chin's arm was nearly ripped off 5 minutes into the first trial. In short, the Astra simply cannot be controlled. If not by us, then certainly not by the Freestar Collective. Dr. Paulson has been in touch with Colonel Kasarov. Looks like the Marines will have another species collected and dropped off by this time next week. More disappointment. Another creature, another failure. No fault of the UC ground pounders. We wanted a predator and they delivered. These things were so alien, Paulson had a difficult time deciding on a designation. Opted for Reptans Venenum. Shame we couldn't properly sync the NCI. These things would have been spectacular, especially the poison. New specimens. Marines dropped another few specimens off this morning. Totally unscheduled. Best way to describe them? The arthropods. The alien equivalent of Homarus gamarus. Basically giant space lobsters. Very promising giant space lobsters. I'm not entirely sure why the UC grunts found these particular test subjects. Some godforsaken backwater rock, I imagine. After the third or fourth unsuccessful trial, I stopped asking. None of these earlier species could be controlled with any reliability. As noted in my earlier logs, their natural aggressiveness made them effective weapons, but a bullet is less than useless if the gun keeps turning itself on the shooter. But these new creatures possess a perfect natural disposition, non-aggressive, even docile, yet capable of defending themselves with deadly efficiency when threatened. And when they do go on attack, they're terrifying, so we'll see. Relocation. We're moving, packing up shop and transitioning the entire operation.
It's happened so fast, my head is spinning. The work on the autopods have been so successful, we're actually relocating to their homeworld. We have an unlimited supply of creatures for the Xenowarfare division. I've been named Senior Xenobiologist, that means I'll be running the entire facility. My first instinct was to tell Amanda. I'm still not used to her not being there. I give Michael some credit. The guy really went to bat for me. The guy really went to bat for me. He let the masked brass know that was my work tuning the neural control interface that was instrumental in controlling the Autobot. I guess Paulson is being forced to retire. Good riddance. Okay. So, ein paar Logs, ein paar Notebooks. Oh, mein Pack. Nehme ich mit. Ich habe keine Ahnung, was das Grüne bedeutet. Bei Hidden. Aber grün nehme ich immer als ein etwas Positives wahr. Da waren weitere Spielkarten. Einmal ein Bettchen, aber ich muss nicht schlafen. Zumindest noch nicht. Nein, komm her. Eine Potato. Lab Outfit. We are still hidden. Fill in all open slots in every layer to open the lock. Set the key and rotate it until it lines up with the gaps in the security layer. Slot the key to fill in the gaps. Okay. Key. Yay, credits. Okay. Okay, also das Locken finde ich schon mal cool. Mit ne... Oh Gott. Hallo, tschüss. Willkommen zurück. History of the Pirates. In 1724, a work A general history of the pirates is a first-hand account of the lives and adventures of the several swashbucklers who plied their trade in the Caribbean during the so-called Golden Age of piracy. It was supposedly written by one Captain Charles Johnson, but there's no evidence that such a person actually existed. Instead, most people attribute the book to Daniel Defoe, famed author of Robinson Crusoe, writing under a pen name. The following is an excerpt. Chapter 3 of Captain Teach, alias Blackbeard.
Edward Teach was a Bristol man, born but had sailed some time out of Jamaica in privateers in the late French War. Yet, though he had often distinguished himself for his uncommon boldness and personal courage, he was never raised to any command till he went a pirating, which I think was at the later end of the 1716s, when Captain Benjamin Hornigold put him into a sloop that he had made prize of, and with whom he continued in consortship till a little while before Hornigold surrendered. In the spring of the year 1770, Teach and Hornigold sailed from Providence for the Main of America and took in their way a billop from the Havana with 120 barrels of flour. As also a sloop from Bermuda, Turba Master, from whom they took only some gallons of wine, and then let him go. And a ship from Madeira to South Carolina, out of which they got plunder to a considerable value. After cleaning on the coast of Virginia, they returned to the West Indies, and in the latitude of 24 made prize of a large French Guineaman bound to Martinico, which by Hornigold's consent, Teach went aboard of as a captain and took a cruise in her. Hornigold returned with the sloop to Providence, where at the arrival of Captain Rogers, the governor, he surrendered to Mercury, pursuant to the king's proclamation. Mein Gott, die Texte. Oh Gott. To Mr. Saville, England. St. Petersburg. You will rejoice to hear that no disaster has accompanied the commencement of an enterprise which you have regarded with such evil forebodings. I arrived here yesterday, and my first task is to assure my dear sister of my welfare and increasing confidence in the success of my undertaking. Mary Wollstonecraft Shelley's 1818 foundational science fiction work continues on, recounting the tale of Dr. Victor Frankenstein and his creation. Ja, das haben wir schon gelesen. Mein Gott, viel zu lesen immer. Bonk, bonk, bonk. Eine Kaffeemaschine. Blender. Oder... Loot. Diese kleine Schatulle natürlich, ne? Die kann man nicht mitnehmen. Das ist ja dreist. Ich fühle mich, by the way, wie in so einem Labyrinth in Fallout 4. Es ist unglaublich, wie sehr ich ein Bethesda-Game vermisst habe. Grendel. Waffen. Ja, nein. Weapons. Grendel. Haben wir die als 3 rein?
Frag Grenades. Okay, ich muss echt anfangen, weniger zu looten. Wenn ich da alles immer ewig loot, dann kommen wir, glaube ich, hier nie wieder raus aus dieser Kammer. And continues to keep looting. Aber wir finden halt auch ganz viel Zeug. Mann, warum muss hier so viel rumliegen? Toter Wissenschaftler. Bin ich schon wieder überfüllt? Ja, bin ich. It occurred to me that you, I will happily carry whatever you need. Happily carry. Inventory, notes, trade. Loaded outfit. Huh. Ja, okay. Dann haben wir das. Haben wir noch das. Dann einmal alles rüber zu. Was? Oh nee, sag jetzt nicht.
Vasco can't carry more anymore. Uff. Jetzt ist es schon wieder so weit. Wir haben schon wieder... Au. Ja, da hat er Uranium mit dabei. Aluminium. So, die sind alle tot. Wait, what was that? Hehe. Alles klar, einen guten Abend, Vulcanino. Danke fürs Reinschauen. Aid. Das essen wir mal. Das essen wir mal. Potato. Das essen wir. Okay, 4 essen wir mal ein bisschen was. Kniepex X. So. So, und jetzt wirklich nur noch das mitnehmen, was unbedingt notwendig, sag ich mal. Das Inventar ist schon voll. Also, ich bin schon in diesem Zustand so, you cannot carry anymore. Ich würde halt gerne noch mehr Sachen mitnehmen können. Project Pet Shop. Oh Gott. My staff and I just arrived this morning and I'm not surprised to find the facility completely operational. As usual, the United Colonies spared no expense. It's all very exciting, inspirational, really knowing you have the full support of the decision makers. I have to admit, I was surprised to learn that the lab is a closely guarded secret located in Freestar collective space. No less. But we go where the work takes us. Xenowarfare is an evolution of armed ground conflict. We know it, and the Freestar collective surely knows it as well. Forget what the calendar says. This is 1942 all over again. We may as well be the Manhattan Project racing to create the game changer before the other side. So to that effect, I'm over
overjoyed to officially announce Project Pet Shop Phase 1 is a go. Aha, also quasi Gadget. Die Entwicklung von Gadget, nur in Biowaffe. Super. The arthropods are, in a word, incredible. Calm, easy to work with, and they even allow themselves to be fitted with their NCIs without much trouble. Synchronization has thus far been nearly instantaneous, and their control fidelity has remained in the 95 to 97% range. They've passed all environmental survivability tests as well. Hot, cold, low or no oxygen. I'm pretty sure these things could operate effectively in any environment. Most promising is how well they've already integrated with the Red Devils, who have joined us for a period of extended training. After all, they've been leading the creatures into combat, so it's critical they establish a war bond. Success! After months of testing a variety of extraterrestrial species, I am overjoyed to report that we have finally found a species that will serve as the backbone of the United Colonies Xenowarfare Division. The arthropods are everything we hoped for and more. Imagine a pack of alien beasts suited to any terrain, capable of instantly obeying any command. I've designated these beasts obedient peas, but we just call them stalkers. I think it may finally be time to crack open that bottle of Chateau Avignon. The Red Devil's progress with the stalkers has been nothing less than amazing. Now I see why they are so highly regarded in the UC military circuits. None of the rah-rah bullshit you see with the regular grunts. These are focused professionals. After another week of training here in the pet shop, I'm confident they'll be ready for a live test in the field. Mickelson suggested I contact Colonel Kazarov and find out where his Marines grabbed that spider from the earlier trials. He wants his comeuppance, but then it would make for a good trial. Filmstreams auf YouTube und auf Englisch. Oha. Hallo René. Ich nehme einfach an, dass es René ist. Molecular Cupcake. Ja, das Problem ist bei mir, Microsoft-Spiele starten bei mir immer auf Englisch, weil mein Betriebssystem auf Englisch ist. Deswegen habe ich nur Englisch als Auswahlmöglichkeit für alle Spiele, die über den Game Pass kommen. Was dieses Spiel ja auch tut. Ich sammle halt... Bin ich schon wieder überladen. Ich bin überladen. Okay. Es tut mir leid, dass ich euch fallen lassen muss. Aber ihr habt ein Value von 105, ne? Captain Phil, Protocol. Na, Astra, versuch's nochmal mit dem Raten. With no deviations. We are here to stop the Crimson Fleet from pursuit. Nothing more. Wer könnte Molecular Cupcake noch sein? Da steht auch keine zusätzliche User-Information dabei. Verdammt. Who could it be? Who could it be? Him könnte es theoretisch noch sein? Puh. Es könnten sehr viele sonst aus der Community sein. Mein Guess wäre halt René gewesen, weil Choss ja auch da ist. Und wo Choss ist, ist normalerweise René nicht weit entfernt.
Wer steckt hinter dem Cupcake? Wer ist der Cupcake? Wer aus meiner Twitch-Bubble ist Cupcake? Ist Cupcake überhaupt aus der Twitch-Bubble? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, alles, was ich jetzt noch weiter sagen kann, geht nur in die falsche Richtung. Habe ich irgendwas, wo kein Value hat? Das hilft nichts. Dein Hochschritt. Andu? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, meistens seid ihr nah beieinander. Oh, ja. Das ist kein guter Da soll ich nicht rein. Also von Andu glaube ich, dass der einen Hochschulabschluss in Chemie hat. Ja, wenigstens auf den dritten Try. Ja, hallo Andu. Okay. Noted combination undo is okay. That explains stuff. Ja, wie geht's dir, Andu? Ich hab gelesen, du warst in Starfield auch schon wieder fleißig unterwegs und hast eine Höhle gefunden, hier auf dem Planeten. So viel Zeug, das ich mitnehmen will. So wenig Inventory Space. Ja, hallo, Vasco. Ich will einfach alles mitnehmen. Ja, okay, ich bin schon wieder überladen. Das Laser-Rifle hau ich mir mal auf den Slot. Ich glaube. Was glaube ich? Und mein OBS blinkt gerade aktuell auch schon so gelb, orange, rot, gelb, orange, rot, gelb, orange. Verdammt, was habe ich gesagt? Was glaubst du? Was werfe ich weg? Ich will nichts wegwerfen. Mann! Hä? Ich bin doch noch gar nicht überladen. Warum denke ich jetzt schon wieder über das Wegwerfen? Ach so, weil Okay. Ach so. Ja, ich bin mir teilweise nicht immer hundertprozentig sicher, wenn es dann um sowas mit den Schulabschlüssen geht.
kann mich da. Es kann doch auch gut sein, dass ich mich irgendwie schnell vertue. Hin und wieder traue ich mir mit meinem Wissen über Leute selbst nicht. So. Wie kommt es, dass du auf YouTube streamst? Der Hintergrund. Meins. Ich will mitnehmen. Ich will alles mitnehmen. Der Hintergrund, warum ich auf YouTube streame, ist aus zwei Perspektiven. Einmal, ich möchte ein bisschen testen. Also ich möchte es mal diesen Monat jetzt mal als Test durchlaufen lassen. Für wie es ist, auf YouTube zu streamen. Also wie es sich verhält zwischen YouTube und Twitch. Was ich jetzt zum Beispiel schon mal besser oder positiver wahrnehme, ist tatsächlich die Verbindungsqualität, wenn ich das mal sehe, von der Stream Health. Weil er sagt mir genau, wann die Bitrate vom Stream recht niedrig war und ist auch von der Qualität, die es anbietet, aus dem Hintergrund, dass ich mit dem NVENC Codec, also einen anderen Codec, streamen kann, ein bisschen optimierter, was Netzwerkverbindung angeht. Die Netzwerkpakete sind kleiner. Deswegen kann ich eigentlich in einer höheren Auflösung streamen, aber weil Verbindungspakete und sowas über Starlink ist dann doch nicht viel mehr als 1080 drin. Aber das ist so das eine. Und das andere ist also einmal das testen, wie sich so verhält und was optimaler ist. Also nicht was optimaler ist, sondern einfach generell die Erfahrung. Und das andere ist so ein bisschen die Zuschauer auch, oder die Community vom Wachstum her so aufteilen, dass ich halt die Variety-Projekte, Story-Games und sonstigen Content, der halt auch als Langzeit, sag ich mal, Schaubarkeit in VOD-Form Sinn macht oder verfügbar ist, wie beispielsweise jetzt hier das Format, auf YouTube zu haben. Und auch die Koop-Projekte aus dem Hintergrund, dass wir bei Koop-Projekten nicht dreimal dieselbe Perspektive auf Twitch haben, sondern beispielsweise Tobi, Rico streamen dann auf Twitch, ich streame das Ganze auf YouTube. So haben wir zwei verschiedene Zuschauerbereiche. Also im Optimalfall sind ja meistens die Leute, die auf Twitch unterwegs sind, nicht unbedingt auf YouTube unterwegs und andersrum. Soll auch nicht unbedingt so sein, dass ich jetzt da die Community mehr auseinanderreiße oder sowas, sondern einfach schaue, dass ich über YouTube eventuell weitere Zuschauer abgreifen kann, beziehungsweise die Community in die Richtung auch nochmal wachsen kann. Das möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen austesten. Diesen Monat halt eben mit Streams auf YouTube. Nächsten Monat, je nachdem wie es dann läuft, eventuell, dass ich dann sage, okay, ich streame weiterhin auf Twitch, aber übertrage halt alles, was an so Story-Projekten und sowas ist oder Core-Projekte von Twitch dann auf YouTube. Also im Nachhinein das VOD, weil YouTube halt mit der Speicherung hier effizienter bzw. performanter ist. Und auf Twitch separat baue ich jetzt so auf, dass ich auf Twitch eigentlich diesen Monat nur Racing habe und so quasi auf Twitch nur diese Racing-Community größer aufbaue oder präsenter mache. Ja. Einfach ein bisschen zum Aufteilen, wie das ankommt, auch wie das bei den Leuten ankommt. Ob damit quasi ein bisschen Wachstum mit einherkommt, weil einfach dieses starke Variety-mäßige, man spielt jedes Mal was anderes, ist ein bisschen doof. Und so kann ich dann wirklich sagen, okay, YouTube kommt Content wie jetzt Story Games, ein bisschen Variety, Koop-Projekte und auf Twitch nur Racing. So, das sind die zwei Use Cases und auf der anderen Seite eben mal Erfahrungen machen, wie YouTube funktioniert, also wie YouTube Streaming funktioniert. Dass, falls ich dann irgendwann wirklich sage, okay, ich wechsle von Twitch zu YouTube komplett, dass ich zumindest schon mal Erfahrung habe, wie es läuft, beziehungsweise was ist und wie die Sachen hier funktionieren. Was die Unterschiede sind und so weiter. Und was auch immer hier Riot gegangen ist.
Recheck Database of Known Controllable Species. Was auch immer hier Riot gegangen ist, ich will glaube ich dem nicht begegnen. Und das muss dann nicht hier durch das Fenster. Ja, genau, es ist dann hier unten durchs Fenster durch. Solche Clones, Oh. Warum hatten die alle Aluminium dabei? Oder Toxin. Listen up. We got someone trying to jump our score. Hold them off here while Brogan sets up on the roof. I'm on. Da, 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 da. Oh. Ja. Where are you? There you are. Zip. Ich mag das Elektrogewehr. Da. Ich bin schon wieder überladen. Du da. Wie kann sein, dass ich schon wieder überladen bin? Du da, hey. Wasser, ein bisschen Medpack. Sword. Pride Assault Spacesuit. Achso, weil ich die jetzt mit dabei habe. Warte mal. Tunnel Mining Pack. Das hat nämlich ein Boost Pack. So. Was haben wir denn sonst noch? Noch Malstroms. Dann brauche ich so viel Grandels und Malstroms. Hey. Die sind auch so. Die sind halt viel wert. Deswegen möchte ich die ja nicht ungern rauswerfen. Und die Dinger sind cool. Ja, werfe ich nicht raus. 320.
Okay, aber plus 5 hält plus 5 und 2. Hm. Mixing Bowl. Ah, ja. Da eine Plate, noch mehr Pflanzen. Mann, ich will die Pflanzen nicht wegwerfen, aber die sind halt also schwer. Ich will das Zeug nicht alles wegwerfen. Was zur Hölle? Okay. Der Kollege ist da oben unterwegs. Ist hier noch irgendwie was Tolles? Nur der Molecule Extractor. Graphen, die wir nichts sagen. Ach, ernsthaft. Ich will nicht. Komm her, Vasco. While I am programmed, do you require assistance with your items? Ja. Inventory. Resources. A container at max capacity. Okay. Vasco. Gib mir mal alles, was du hier irgendwie übernehmen. Super, wait. So. Egal. So, nee. Ja, weißt du was doch. So, take all. Ja. May I take some things? Ja. Du darfst ein paar Sachen nehmen. So. Q. Alles. Und dann nach Value sortieren. Also. Dann darfst du einmal den da einlagern. Dann darfst du den Mining Suit einlagern. Dann die Grendels einlagern, die darfst du einlagern, die Rattler darfst du einlagern, das darfst du einlagern. Jetzt davon. 1, 2, 3 davon. Fangstein. Karte, hört. Ihr wiegt also gut wie nix, deswegen ich bei mir die Molecule Extractor, Gold Pyramid, die Microscopes, Pocketware, das Vasco can't carry anymore. So. Und dann gehen wir einmal nach ganz unten. Ja, die müssen auch noch auf jeden Fall. So.
Okay. Und dann nehmen wir All und dann sortieren wir nach dem Gewicht. Was? Achso. Drop, drop. Ähm... Warum sind da überall Rufezeichen mit dabei? Z nach dem Confirm. Notebook. 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 Notepad. Das auch immer der Unterschied ist zwischen denen, wo mit dem Ausrufezeichen dabei und den anderen. Ich werfe einfach mal alle weg, die nicht dieses Ausrufezeichen daneben haben. Weg mit den Foam Cups. Weg mit den Food Trays. Weg mit den Pencil Case. Weg mit den Pencil Holders. Mit den Seal Containers. Mit den Tissues. Dann haben wir jetzt zumindest mal ein kleines bisschen an Inventar Space. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Inventar Space gleich wieder weg ist. Something's out there. You don't know where I am. Nehme ich mit, nehme ich mit. Andu, vielleicht weißt du das. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen diesen, oder was dieses Ausrufezeichen bedeutet? Sag jetzt nicht, ich bin schon wieder überladen. Boah. Gibt's doch nicht. Den können wir mal da.
Kaffee Max, Kaffee Max, Kaffee Max. Hier, warte, was hat das? Das hier. Dieses Symbol. Oder ist es einfach nur, weil ich das gerade neu dazu bekommen habe, weil es bei den neuen Items drin ist? Ah, okay. Also das ist die neu eingesammelt Sachen. Ja. Ich wette, ich bin gleich schon wieder überladen. Oh. Der Herr Win ist nicht sehr weit gekommen, so wie es ausschaut. Die Plunger. Mikroskop. Nee, oder? Das ist tatsächlich jetzt wieder dieses Digipick. Boah. Mann. Das ist halt ein Component in Crafting. Mann. Weg damit. Weg damit. It's loose. The terramorph is loose. We can't stop it. When we tried to sync with the neural control interface, it just completely flipped out. Broke through its containment chamber like it was made out of paper. It killed Michelson, Cobb, and Sumatri in all of 1 minute. Oof. I'm not even sure where it is now. It took off deeper into the facility. A security detail went in after it, but good friggin' luck. When I know it's safe, I'm going to make a run for the comm relay. Try to call in the cavalry. This is Hayden Wynn, lead xenobiologist. Wishing he had gone to dentist school like his parents wanted. Ja, dadurch, dass der hier liegt, glaube ich nicht, dass der das geschafft hat, bis zum Comms-Array zu kommen. Put the I in T. I put the I in T. Deep Space Mining Helmet. Ach, mitnehmen. Section Novels. Das könnte funktionieren. Die bringen mir alle nichts und du könntest da funktionieren. Dann nehmen wir dich da und dich da. Dich da und dich da. Okay.
Terramorph. Thanks to the UC Marines, we now have the second piece of the puzzle, a fully grown alpha predator. According to my research, a group of astrogeologists made first contact nearly 100 years ago on some remote moon. The creature didn't appear to be indigenous and was alone. There's currently no record of how it got there, so it was a sheer cosmic chance that the astrogeologists found it. Or rather, it found them. Scientists were quick to categorize it Ocisio Machina Rogue Killing Machine. The UC Marines tasked with taking it down chose a simpler name, Terramorph. It read the official record once. Of the 8-person squad, only 2 of the grunts survived, and one of those two lost a leg. Such an exciting time to be in xenomorph. Today we fit the Terramorph with the NCI. If your experience when the grunts first dropped of the creature is an indication, our sedation window will be around 15 minutes. We'd better make them count. Ja, war keine gute Idee. Lief nicht so. Ein bisschen mitnehmen. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some digipics and a disregard for personal property rights. Jesus! Meine Güte! The whole room is trashed. We can't call for help. I can hear the Terramorph roaring somewhere. And more people screaming. Tomatoes, 27 Kaliber. Ein Haufen Sprengstoff. Digipics. Okay. Die funktionieren nicht. Die können hier oben funktionieren. Oder hier unten. Das da. Das da. Das da und das da. Was war das? Ne Boosted Rattler? Okay, ja. Ich bin schon wieder überladen. So, wo sind die? Da habe ich 5 Stück. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal im Inventar auszusortieren. Wird so wahrscheinlich dazu kommen. Ich höre ein Schiffchen. Bitte, was? Oh, yes, please.
kidding me? The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? I must constantly need stop hitting our ship. We don't have a problem with Barrett. We want that ship, the Frontier. If you're the captain of it now. Warum wollen die das Schiff? Ich meine, das ist ein tolles Schiff, aber warum? Oh, no. You see, maybe your colleague Barrett didn't tell you, but there's a bit of a legend surrounding that ship. Aha. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays, the loot from 100 planets. And it's going to Kann ich nicht bestätigen. Ja, da, ich hab's gesehen. Is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that. Können wir uns darauf einigen, dass ihr das Schiff durchsucht? You're not talking us out of this score. To penetrate a person, you need to make successful choices. Choices can range from kind words to distractions to threats. Each choice has difficulty. The higher the difficulty, the greater the chance of the choice fails, but the more points you earn when you succeed. You have a limited number of choices you can make, but you can never fail if your last choice succeeded. Oh Gott. I'm not falling for that. Your ship is loaded, and we want it. Don't give me that. I know that ship is stocked with loot. Mann. So you got past a few rooks. Who cares? I've heard enough out of you. Kill them! Barrett and the Crimson Fleet have something of a history. They always assume he's a treasure hunter in the mission of found lives. They are wrong. Enemy damage received. There is a high likelihood of human death. Wie wär's, wenn du dafür sorgst, dass die Likelihood nicht so high ist? Okay. Ach. Erzähl bloß. Das funktioniert so nicht, wie ich es gerne hätte. Alter. Treffe ich überhaupt irgendwas?
Okay, auf so lange Range macht das alles keinen Sinn. I am capable of carrying additional supplies, if necessary. Exterior damaged. We should now be free to travel to Constellation's headquarters without Crimson Fleet interference. Na komm. Ja doch. There is no cause for alarm in the vicinity. So. Nachdem ich mich eh gleich aufmache, zurück zum Schiff. Einmal vollladen. Eight. Oh. I suggest avoiding such maneuvers in the future. Warum? Ah. So, und wo ist jetzt der Captain? Da ist der Pirate, da ist Proban. Warte mal, habe ich nicht ein Boost Pack an sogar? Ähm... Wie funktioniert denn das Boost Pack? Settings, Bindings.
Ah. Ba-ba-ba-da-bab. Mhm. Da 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 da. Ruf. Wir haben es gleich geschafft. Tavis, wir haben es gleich geschafft. Captain Phil. To reach the lodge, we must jump to the planet Jemison. Ja. Können wir gleich machen, aber erstmal. So. Resources. Store all resources. Misk. Einmal alles ausladen. Dann die Waffen. Nee. Der statt der. Und. Wait, kann ich die nicht einladen? Inventory. Weapons. Ah, doch jetzt. Store. Store. Die storen wir auch. Kann ich die zerlegen? Nee. Dann storen wir die auch. Du kommst. Dann weg.
Spacesuits habe ich nur den einen Pack. Store. Helmets, einmal weg. Apparel, weg. Notes, einlagern. Gemischt, das habe ich schon eingelagert. So, perfekt. 46 von 143. All. So, dann haben wir das auch. Wobei. Laden wir auch mal alles ein. Lettuce, Milk, Potato. Sparkling Water, Sparkling Wine. Tomato. Alright. Einmal zurück zu Creed. Du kommst auf den Slot 2. Let's try here. Und take all. Yes. Dankeschön. It is foolish to carry so many items on your... Ja. Ist okay. It is foolish. Inventory. Cargo hold. Inventory. So, Weapons. Einlagern. Was? Oh, das ist belastend. Ja, dann brauche ich dringend einen Händler. Kann ich nichts machen. Ja, nichts machen. Okay. Auf. In den Pilotensitz. Und dann auf to space. Let's go, kleine Frontier. Zu den Sternen und noch viel weiter. Okay. So, ich will jetzt zur Star Map.
Star Station, Star Station. Muss ich dahin? Bionics Lab? Nein. Und aber kein Salvage. Wo muss ich denn hin? Ah, ich muss nach Alpha Centauri. Dann, ja, okay. Cargo Hold ist tatsächlich fast voll. Belastend. Satisfying. Satisfying as fuck. Ah, sehr schön. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Okay. Maintaining Kurs. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. So. Dann let's go. Und New Atlantis. So, einmal scannen. Eine Outpost, andere für Outpost. Wow. Wir landen aber trotzdem mal in New Atlantis. Machen wir mal für den Anfang ein kleines bisschen Story. Leute, okay, es werden tatsächlich die Screenshots genommen für den Ladebildschirm. Das finde ich ja fancy. Das ist ja cool. Fünf Stunden, wir sind immer noch im Tutorial. Again. The memory is uncanny. Hi. Actuators look decent. I mean, for a ship this old. Ja. Kümmert euch gut um sie. And he's our new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Oh, ja, bitte. Ein kleines bisschen Repairs werden gebraucht. Like you're already in pretty good shape. Okay. Sure, have at it. Wir können jetzt. Okay, mehr habe ich nicht. Upgrade Ship? Ship upgrade mode allowed you to make improvements to your ship without needing to worry about where modules should be placed. Some upgrades may have level or skill requirements. Multiple upgrades can be made and the cost will be added up at the end of the session. Okay. Okay, so kann ich das. Okay, I see. Ship builder allows you to fully design, modify, and paint your ship. The floor gauge to the right tells you where the new models will appear. The floor gauge is at 0. For example, new models will be placed in the center mass of the ship. Building new ship modules will cost credits, and deleting them will give you credits back. The ship builder will keep a running total and process the entire transaction at the end. There's a flight check that will give you warnings or errors if your design is invalid for any reason. Okay. Das heißt, warte mal, wenn ich jetzt... Kann ich einmal komplett von neu, also alles... Einmal durchgehen und alles rausschmeißen. Okay, let's start complete from the beginning. Nein. Delete. Okay. Also. Habs. Draft Drives. Gear.
Fuel Tanks, Engines, Dockers, Cockpits, Cargo, Base, Weapons. Ich habe auch mal gesehen, dass es hier wohl auch Emotes gibt, aber wahrscheinlich muss man die erst freischalten. Ja, es gibt hier ähnlich wie auf Twitch die Subscriber. Gibt es hier auf Twitch das sogenannte Members. Aber ich bin noch nicht, bei weitem noch nicht hoch genug, dass ich, glaube ich, diesen quasi Affiliate-Status erreiche. Wenn ich jetzt mal kurz gucke. YouTube Studio. Kann ich das gleich sagen. Und zwar Branding ist es, glaube ich. Ne, nicht Branding. Ich glaube bei Earn. Ja, genau. Bei Earn gibt es den Punkt Membership. Den Membership-Punkt. Und den kriegst du nur. Ja, genau, kriegst du erst, wenn du dich dem YouTube-Partnerprogramm quasi angeschlossen hast. Also es gibt kein Affiliate, sondern nur das Partnerprogramm. Und dafür musst du halt beispielsweise 1000 Subscriber haben. Also quasi 1000 Follower auf Twitch. Du brauchst 4000 Public Watch Hours in den letzten 365 Tagen. Also über ein Jahr brauchst du 4000 Stunden, die dein Content geschaut wurden. Oder 10 Millionen in 90 Tagen, was Views angeht bei den Shorts. Das sind so die zwei Sachen, die du brauchst fürs YouTube-Partnerprogramm. Deswegen. Ja, genau. Members gibt es quasi, also dieses Member-Modus gäbe es dann nur beim YouTube-Partnerprogramm. YouTube hat noch kein Affiliate-Programm in dem Sinn. Ach du Heilige. Ach du Heilige, was man da alles bauen kann. Also lohnt es sich, wenn man als das Partnerprogramm anaimen würde, erstmal über Videocontent versuchen, ein Einkommen aufzubauen und dann erst zu streamen. Ja, mitunter. Also vermutlich. Wie gesagt, ich mache es jetzt einfach mal, damit ich ein bisschen Erfahrung mal sammle, weil der Content bleibt ja im Nachhinein, also die Streams bleiben ja im Nachhinein auch als Video da. Aber also zum Geld verdienen oder sowas, also um mit dem Content jetzt Geld zu verdienen, macht das weniger Sinn als Twitch. Das auf jeden Fall. Ja, also ich habe auch schon einiges gesehen. So ein Infinity oder sowas. Alter. Ich glaube, da werde ich mich offstream echt mal hinsetzen. Ich meine, ich brauche. Nein. Ich werde mich, glaube ich, offstream echt mal hinsetzen dann. Und mir das mal angucken, was ich da alles machen kann. Es gibt ja auch Varianten. Alter. Starroom, Galactic Frontier. Ja, genau. Captain's Quarters, Computer Core, Control Station, Infirmary, Living Quarters. Alter. Storeroom. Es gibt ja quasi, okay. Es gibt einmal dieses Design Set Nova und einmal dieses Design Set Deimos.
Docking Ports, Cockpits. Ja. Sehr viel auf jeden Fall. Cancel Modification. Aber sehr cool auf jeden Fall. I'm sure you can find something you like. Aha. Du kannst dir quasi auch Schiffe so schon fertig kaufen. Okay, es gibt also doch mehr Chipsets quasi. Aber, oder Structure Sets. Nur die habe ich halt noch nicht. Die müsste ich mir erst so freischalten. Okay, I see. Rambler, Galileo, Gladius, Iconohole, Shieldbreaker. Okay. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Thank you. Das Chip wird noch richtig toll. Das Chip wird noch richtig toll. I can assure you this unprovoked attack on a United Colonies research facility will not go unanswered. We'll get you settled into your new assignments as soon as possible. Warum wird mein Bart nicht geladen? Hallo? Es kann sein, dass jetzt gleich einmal das Knack macht. Who foster parent? My parents aren't dead. They just took a different shuttle. I'll see them when they get here. Oh, well, of course. Okay, überraschenderweise, es ist nichts passiert. Ich glaube, das ist das Problem wieder bei mir mit den Haaren und dem Bart. Beziehungsweise mit den Haaren. Ich glaube, mehr kann ich tatsächlich gar nicht machen. I'll need to report to Mast ASAP for a full debrief. My treatment thus far has been entirely unacceptable. Any authority you had was forfeit the moment House Balloon Zealots breached. Bart ist halt, aus Distanz ist der Bart halt nicht gut gerendert zum Beispiel. Aber alles andere schaut gut aus. We'll find you a new position commensurate with your experience. And Mr. Bosch,
Let me just say how honored I am to meet you. By all accounts, you're the only reason anyone made it out of there alive. Well, just glad I still remembered my flight basics. It had been a while. So was shooting a gun. I read all about New Atlantis. So cool! Is it true the Nat train goes 5,000 miles an hour? Or that citizens get special discounts? Or that the whole city celebrates when it's your birthday? Mine's June 11th, by the way. My parents took me to Aquila City last year. It kinda snowed. But I don't smell anything here. No, yes, no, and I will certainly mark June 11th on my calendar. As for Aquila City, well, the air purifiers here in New Atlantis are state-of-the-art. Aquila City? Oh, don't even get me started on those simpletons. Little unfair, don't you think? Freestar Rangers helped me out quite a bit a couple years back. Got ambushed by spacers near Narion. They assisted, no questions asked. Even helped with some repairs so I could do an emergency jump home. Good people. In any event, you all must be exhausted. Just give me a moment to coordinate some details with security. May I help you? She can't do this to me. She can... Woman Was? have any idea who I am. Wer bist denn du? Not now. Ist okay. Guess you caught some of that, huh? Mhm. The galaxy is at peace and somehow seems more dangerous. Piraten? Da, wo kein Krieg geführt sind, sind Piraten. Crimson Fleet. Everyone trying to grab their piece. What happened to the early days, huh? When we just float through the stars and dream. Ah. Some of us are still dreaming. You don't know how glad I am to hear you say that. I'm right here with you, my friend. How can you not look up to the cosmos Just a and just be space overwhelmed by enjoyer. its beauty? So much possibility, so much hope, even despite recent events. Bist also auch schon der Crimson Fleet begegnet, huh? Yep, that I have. Had to dump a load of cargo just last year. Microscopes. Can you believe that? Guess you can sell anything these days. Guck nicht in mein Cargo hold. Space, they're all about the hit and run. You jump in, steal your stuff, and get out of there fast. Keep your cool, and you can generally talk your way out of it, so long as you're not too attached to your valuables. Stumble upon them planetside, though, and their trigger fingers get much itchier. Ja, habe ich schon mitbekommen. Not what, who. How to describe House Verwirrung? Well, imagine a bunch of colonists who set off into the stars ages ago. Oh Gott. Disappeared, and then re-emerged as a sort of religious society. Oof. Faction, or cult, whatever you want to call them. They believe in some sort of celestial deity called the Great Soul. Okay. Real nightmare fuel kind of stuff. Jetzt was funny, wenn ich mich zu denen angeschlossen hätte. So. Hey, die gehören zu mir. I guess your school never covered the Serpent's Crusade, huh? We eventually nee. made peace, sort of. Then they just disappeared. They're out there somewhere, or so folks assume. The ones that attacked us, they were the hardliners for sure. You meet those guys, you run. You understand me? Okay, danke für den Tipp. Really? You must have been hiding under a moon rock your whole life if you've managed to dodge those assholes. Ich war ein Bounty Hunter. Also vielleicht, keine Ahnung. Basically a bunch of space scumbags. Fly around, attack, and rob anyone they see. Also basically Space Pirates. And easy to fend off until they aren't. They're a different beast than the Crimson Fleet. Generally speaking, pirates want your stuff, so they can occasionally be reasoned with. Spacers, though, they tend to shoot first and ask questions never. Ricardo Bosch. I was the lead researcher on the station that got attacked.
It was business as usual until those House Verwirrung crazies swarmed in, spouting their scripture or whatever it was. Even the Marines were overwhelmed. Honestly, I'm just lucky to have made it out of there in one piece. We all are. Now, glaube ich. I just want to get back to work. Where is that woman? Another time, then. Hello? What? No, just go away. I've never been in a battle before. Everyone kept telling me to keep my eyes closed, but it's kind of hard to do that when you're running. At first, I thought it was ecliptic mercenaries shooting at us, but it wasn't. It was these other people yelling about serpents and stuff. We've got to be the bravest kid. Yeah. Probably. I'm pretty brave. A kid tried to bully me once, and I punched him in the head. Don't take shit from anybody, my mother says. And I don't. Anyway, I'm Ja. fine now. I hope my parents Ich kann nicht gegen argumentieren. Hey. Yeah, it was like, snakes and serpents will eat you all. Rah, the stars will squeeze you. Rah, or something like that. I think they need psychiatric help. Ja, glaube ich auch. When it comes to ecliptic, I know everything. It's not like it's a secret. They're mercenaries, so they work for money. And it's like, for enough money, they'll do anything. I've heard a couple of SSNN stories about them. My dad says they're horrible. Like they can pretend they're working for someone and it's official, so they do anything they want. Danke, Kleiner. The well's been having brownouts all the time. Mast finally sent someone down there, but nothing's changed. You are out there a lot, right? In space. Just do us all a favor and never turn into one of those spacers. Scum of the galaxy. Robbing, stealing, killing. Even the Crimson Fleet doesn't trust them. Let's go, Vasco. Hey. Hey. Citizen. Was ist da hinten? Was haben wir denn? New Atlantis explored. Unknown. Unknown. Go to the lodge. Unknown. Ja, 771 Meter. Da laufen wir jetzt mal im ersten Moment nicht hin. Security Screening. You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Oh, Alles klar. look who's got a Laredo gun. Welcome to civilization, cowboy. Welcome. Welcome, Chief. Welcome to the new... Bitte was? Alter. Security Checkpoint. Alter, okay. Das macht ein bisschen... Seems like a usual button. Nein. No bounty. You're clear. Enjoy your visit. Dankeschön. Something to having a good one? Yep. So, was bist du hier? New Identity Information. Oh Gott. Oh, das lesen wir später. Ja, so. Nein, ich will es eigentlich so. So, okay. Da. Nein. Nein. Ich will raus. Danke. Hey. Always wondered what the inside of the lodge looks like. Wo muss ich lang? Nein, nur Hotel und Shopping. Ich würde gerne Sachen verkaufen. Wo tue ich das?
Ich vermute nicht im Security Office. Oh. Well, hello. You hear about the job by any chance? Yumi? The officer over there can help you with any bounty. Hat sich verändert? Deine Haare sind anders. Ja. Neue Frisur stecht sich, Yumi. Aber klar, Part-time. ich höre gerne über einen neuen Job. The position's very flexible. You can basically work whenever you're available. No pressure. We've had Klingt doch nach einem Plan. gaps in the schedule lately. Macy's out on maternity leave. Jose's on loan to Sidonia. When it rains, it pours type of situation. Ha. Hm. So really, we just need someone to fill the void. Interested? Klar. Well, first things first, I have to ask. Do you have any security Ja. experience at Ich war mal ein... Hey, ich war mal ein Mercenary. I run the Crimson Fleet, don't know if that counts. It sure counts for something. I mean, you're alive. And resilience Das erwarte ich von dir, Andu. important trait for any officer. Well, Wenn ich nicht alles hier vorlesen müsste, würde ich auch alles erstmal durchlesen, aber dadurch, dass ich alles vorlesen müsste, Plato ja. and Aegis. There was a package left at a dead drop and they need UC security to handle it. He'll fill you in on the details. Was ist eigentlich MAST? You know, mast. Also. Wir machen zuerst das. The military Administrative. administrative and scientific Ah. triumvirate. Okay. Giant building in the center of the city. Headquarters of the entire United Colonies. Never heard of it. I really should have given you a more thorough interview. Und wer ist Aegis? Aegis? They're basically UC intelligence. Okay. They help identify threats to New Atlantis before they become problems. While we're separate departments, there are times we need to rely on each other, so it's important to keep a good working relationship. Verstehe ich. Do Agent Plato this favor, and maybe he'll toss us some intel when an investigation stalled. Tit for tat. You know how it works. Yep. Well, just because you're bringing it here doesn't mean that's where it'll end up. As for why, you can ask Aegis. As far as I'm concerned, it's none of my business. Okay. Let me Vielen know Dank. if you have any questions. I will. Wenn ich hier rüber gehe, läuft der denn hier rüber? Nee. Darf ich hier rein? Ich darf hier rein. People, keep it moving. Okay. Is that your ship that landed not too long ago? It sure is something. Dankeschön. Vasco, ernsthaft? So, was haben wir hier hinten? Problem? Nö. Wonder how the Crimson Fleet seems to be everywhere. It's because they have little outposts everywhere. There were so many facilities abandoned after the colony war, the pirates used them as forward operating bases all over the settled systems. Do not bother me. Mirza. I desire no company. Leave. Wie bist du in der Zelle gelandet? Great Serpent called me to fight the unbelievers. Okay, so eine. Tschüss. But I was ambushed and my ship disabled. Now I am here. Und wer bist du? I am a prisoner, trapped by a weak people who do not kill their enemies when they should. Bye. New Atlantis. Wir haben nicht mal Old Atlantis gefunden. Die lieben wirklich dazu. Gut. Ich hoffe auch nicht, dass Old Atlantis auf Alpha Centauri ist. Will ich mir ein bisschen Sorgen machen. Be careful if you run into those ecliptic jerks. They fly around like they own the settled systems. And they like to use old abandoned facilities as outposts. You know, the ones left over from the colony war.
Wir speichern mal ganz kurz. You will not be able to walk at full speed with your pack that full. Cyberware Streetwear. Ja, egal. I know your type. Freewheeling. Tschüss. See you. See you. Das würde erklären, warum wir es noch nicht gefunden haben. Da hast du absolut recht, Schuss. So, ich wurde ja schon gescannt. Also mich werden sie nicht mehr scannen, hoffe ich. Denke ich. I'm in the gardens. The viewport. The supernova. Try a new cosmic concoction. Das ist eine Bar. Ja, eigentlich. Okay. Du, 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 du. You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Blast, pad A. Arrival. Future screening. Ich will wissen, wo ich mein Stuff verkaufen kann. Und wo ist denn der Harbourmaster? Da. Ah, ist das Terminal? Trade Authority hier. Self-Ship Inventory. So. Notes. Eigentlich möchte ich die Bücher und sowas gar nicht verkaufen. Die haben auch kaum Value, tatsächlich. Also, erstmal Weapons. Wir brauchen nicht so viele Cutter. Wieso bei? Ah, okay. Self-Ship Inventory. Sort by Value. Einmal der Suit. Modified. Method was some part assault space hammer grand Ship Parts. Maelstrom verkaufen wir auch, die Rattler verkaufen wir auch, die Ion verkaufen wir auch. Das verkaufen wir. Was? Kommt es auch darauf an, wo man die Sachen verkauft? Haben die Sachen an unterschiedlichen Orten unterschiedlichen Wert? Weißt du das zufällig, Andu? Nee, warte mal. So, stopp. Ich will die nicht kaufen, die Sachen. Ich will die Sachen verkaufen. Oh Gott. Oh, wow.
Weil die haben jetzt einen Value von 261. Und wenn ich jetzt zurückgehe und auf Buy gehe, dann haben die wieder so einen hohen Wert. Alter, ist das wäre dann echt Abzocke. Ich meine, ich verkaufe das jetzt trotzdem mal, das Zeug. Weil es hilft mir ja sowieso nichts, trotzdem. Ich habe aus Versehen was Falsches verkauft. Nein. Nee, die will ich nicht verkaufen. So. Am Anfang, bis ich besser weiß, was ich mit den Sachen machen kann, einfach mal alles verkaufen. Und sobald ich mal sehe, wofür ich das Zeug brauche, bis man es nutzen kann, gucke ich dann, was ich mit denen machen kann, mit den Sachen. So. Hui, hui, hui. You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Okay. No bounty. Ich bin einfach schnell an denen vorbeigelaufen. Aber wie viele Leute? Kinda busy right now. No time to chat. Ned? See that scientist out in front of mast, staring at trees, sounds upset. Whatever it is, it can't be that bad, right? Okay. Barrett enjoys this establishment. He frequently How's it going? here, though I have informed him repeatedly. It is likely a significant contributing factor to his being Wow, Vesco ist ich liebe Vesco jetzt schon. Vesco ist ein toller Druide, ich mag ihn. Captain, Constellation will be waiting for you at the lodge.
Ja, da gehen wir gleich hin. Vesco ist toll. Oh, Jesus. Hi there. Hi. Thanks for stopping in. Feel free to look around. Ja, sehr hell. And if you've got questions, just ask. Okay. Thanks. It's hard work, but it all pays off in the end. And I can't take all the credit. Gerhardt, my business partner, he does so much of the work behind the scenes. If it weren't for him, I don't know where we'd be now. Ich will gerne sehen, was ihr jetzt zu verkaufen habt. Oh, please, take a look. Oh. Oh, hallo. Anti-Personal plus 10% damaged against humans. Recon Laser, Reflex Sight, Muzzle Break, Armor Piercing Rounds, High Powered. Okay. Kennst du Minimum, Bad Decks. Bad People, Bad Jokes, Part 2. Baguette. Bad Ball Cap. Benzin, Biosuppressant, Blue Elbow. Grease Gear. Gut, das habe ich schon an. Teeth Klein. Noch ein Cutter, Deep Core Mining Suit, Deep Core Space. Was ist der Unterschied zwischen Mining und Deep Core? Ah, okay. Ah, okay. D-Bags, Drinking Packs. Splashware, Leatherware. Frontier Attire. Okay, das schaut auch cool aus. Grey Labor Jumpsuit, Grey Leather Jumpsuit. Ground Crew Space Helmet. Okay. Ne. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Star Roamer Space Helmet. Dass ich erst einmal die Ding. Okay. Navigator schaut aber auch cool aus. Weapons selbst. Da haben wir die Cutter und die Ace Sidearm. Space Use, Deep Core, Ground Crew, Navigator, Space Trucker und Star Roamer. Okay. Packs, Navigator Pack. Okay, Space Trucker Pack und Star Roamer Pack. Hat Comfortwear. Best Work Cap. Flanell. Yellow Labor Jumpsuit. Buyback. Die Packs. Okay. Hier ist halt fast mein gesamtes Geld, was ich habe, ne? Nee. Thanks for coming in. Okay, das sind. It's amazing what passes as art nowadays. Also bist du ein Arthändler? I've been an art dealer for most of my life, plying my trade all across the settled systems. Okay. It's actually why I'm here in New Atlantis today. I'll be delivering a piece of art to a very particular client later. However, I don't yet have the art in my possession. Actually, would you like to pick up the artwork and bring it back to me? I'll reward you for your effort, of course. Ist das Artwork denn schon dein Eigentum?
You Was simply need gehört to eigentlich get some dazu? artwork. The exchange has already been arranged, and you won't have to show any credits. It's just a matter of picking something up and bringing it back to me. There's really no need to worry. It's all very simple. Und warum machst du es nicht selbst? I'm not very familiar with the streets of New Atlantis. Ich auch nicht. From here, you see. I'd rather just avoid any trouble and have someone more capable do the exchange. Aha. Ja, komm, warum nicht? Excellent. You'll be picking up the art from Zoe Kaminsky at the Trade Authority. Tell her you're there for Samson Jabrel's art. She'll understand. Return the artwork to me, and you will be compensated. Well, of course they do. Why wouldn't they? I've heard tell that you can get some very impressive items at the Trade Authority. But for now, let's settle for the artwork that I've procured. Okay. Arbeitest du hier? In a sense. My trade doesn't necessarily need me to be tied down in one location. Because of that, I travel all over the settled systems. I'm here now for an opportunity. But before this, I was in Aquila. Before that, Neon. In my line of work. I can't afford to stay in one place for very long. Aha. Und kannst du mir irgendwas über dich erzählen? Being an art dealer, there's not much to say. I grew up in Neon, and I knew I had to get out of that place somehow. I did a few odd jobs, some deliveries. It led me onto this path I'm on now. I never thought I'd do what I do. Wer kriegt auch Schmuggler-Vibes bei denen? Wer kriegt auch Schmuggler-Vibes bei dem? Aber eigentlich wollte ich mich hier hinten umgucken. Auf zum Well. Auf zum Brunnen. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Wir kommen auf den unteren Etagen. Lass mal den Dude auf die Seite geschoben. Ich kann das Zeug hier klauen. Ich sollte nicht so begeistert darüber sein, dass ich hier so Zeugs klauen kann. Vor allem, ich will nicht aus Versehen irgendwas klauen. Das ist halt so das Beste. Happy to make a deal. You need stuff, I need credits. It all works out. Take your time. I got all day. Was hast denn du für Waffen? Combat Knife. Ion, Grendel, Modified Ion, Modified Sidestar, Rip Shank, Sidestar, Solstice. Okay, Spacesuit. Space Trucker Spacesuit, UC Marine. Okay. Basic. Packs. Star Roamer, Star Trucker, Navigator, Deimos. Helmets, UC Marine und Star Roamer. Ja. Inclement Weather Outfit. Ich krieg Calcastis Vibes davon. Settler Comfortwear, Settler Explorer, Settler Poncho. Ich mag die Poncho-Outfits.
Plus 10 Health. Besser bei Corrosive, dafür kein Radiation. Das ist leicht, also das ist ein bisschen schwerer, macht mehr Energie, aber keine Physik. Okay. Look around. You tell me. You see it's a big organization. Lot of planets, lot of people, whole lot to keep track of. Sometimes they don't do such a good job of that. Sometimes stuff falls through the cracks, winds up collecting dust in some warehouse. Und dann verkaufst du's. Because I, by extension you, get to benefit. I make great deals on stuff in bulk, you get some low prices. Everyone wins. True, true. A lot of people will tell you it's the worst. One step above being homeless. They'll whine about how folks topside have it so much better. I like it. More real down here. Topside, everyone's trying to show how civilized and rich they are. Oh, it's exhausting. Ich kann ihn nachvollziehen. Watch your back out there. Thank you. You do you. So, erstmal noch den anderen anziehen. Yes, boy. It's Cal. Cal is back. Oh, hello. Wow. Wow. Kein Akku. Quick save. Ist das andere jetzt auch als stolen markiert? Ja. Aber der Anzug ist so gut im Vergleich zu meinem. Ja. Ist okay. Ich habe keine Digipix. Ich habe alle meine Digipix auf dem Schiff gelassen. Ist ja hart belastend. Personally, I think daylight's overrated. I get by just fine. Oh. Die Weekend Pack. Hier ist so viel cooles Stuff, das er nicht im Handel hatte. Das hat er nicht verkauft, das ganze Zeug. Er hat so viel dabei, wo nicht im Handel war. Wie beispielsweise das da. Echt belastend. Was ist denn das hier hin? Panel. Ah, so ein Lock. Okay. So, dann machen wir jetzt noch diese eine Activity hier. Da liegen wir Digipix.
die Activity und dann gehen wir für heute auch schon. Okay. Oder well, there goes the game. Zum Glück haben wir da vorher mal gespeichert. Ich wollte eigentlich gerade sagen, wir machen die Activity noch und dann machen wir Ende, weil es ist schon nach 10 Uhr. Ich muss gleich noch meine Medikamente nehmen, meine Antibiotika und dann mich ins Bett hauen, weil morgen erst der Unitag losgeht. Ich bin echt gespannt. Also morgen ist Info und hier Rumführung übers Gelände und alles drum und dran. Von dem her, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zugucken beim, ich sag mal, ersten Twitch-Stream. Also nicht Twitch-Stream, beim ersten YouTube-Livestream. Und ich bin jetzt gespannt. Ich werde mal gucken, wie. Also ich werde jetzt mal den Stream beenden, weil ich glaube, sowas wie Raid gibt's nicht. Ja, das wird schon passen. Also morgen ist Infotag und am Abend geht's dann zu genau, Vormittag ist Info in der FH, in der Fachhochschule. Nachmittag ist dann Kennenlerntag quasi. Wir übernachten dann im Hotel, in der Unterkunft. Und am nächsten Tag ist dann die zweite Hälfte, also Kennenlern-Workshop, morgen den ganzen Tag. Und am Samstag ist dann der offiziell erste Unitag. Da bin ich halt echt schon gespannt drauf, wie es dann wird und was dann mit auf sich hat, wie es dann läuft. Schön, dass jemand meine ganze No! Ja. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt mal einfach mal diesen Monat ein Experiment. Ich möchte einfach ein bisschen austesten. Auch generell, wie gut es bei euch ankommt, wie gut das andere Zuschauer mit herbringt oder mit auf Twitch beziehungsweise in die Community reinbringt. Ich habe auch gesehen, der Bot hat keine Nachrichten gepostet, so wie er es sollte. Also es funktioniert leider noch nicht alles so, wie es gern hätte. Ja, hier unten die Sachen, die funktionieren sowieso aktuell noch nicht, außer hier das New Follower. New Follower funktioniert nämlich theoretisch. New Follower sind die Twitch-Subscriber. New Subscriber gibt's nicht, weil das sind die YouTube-Member, die kann ich noch nicht haben. Und New Donor, theoretisch könnte New Donor auch funktionieren, weil ich ja auch einen Donation-Link habe. Aber irgendwie ist noch alles komisch. Stream Elements verhält sich komisch. OBS verhält sich ein bisschen komisch. Es mag's nicht ganz so. Es gibt ja eigentlich die Profile, mit denen ich unterscheiden kann. Das hat funktioniert, was die Settings angeht, aber nicht, was die Szenen angeht. Jetzt habe ich in Twitch sozusagen, also hier die Twitch-Szenen und YouTube-Szenen quasi überlagert übereinander. Und wenn ich muss es halt, je nachdem, ob ich auf Twitch oder YouTube bin, die verschiedenen Szenen aktivieren. Ist halt ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal ein paar Tage, im besten Fall den Monat, mal, da muss man sich nochmal reinfuchsen. Genau. Ich werde es einfach mal als Test laufen lassen, zum mal experimentieren, zum mal angucken, wie das so ist. Kann auch wirklich sein, dass ich das in Zukunft dann wieder eher so mache, dass ich wieder alles auf Twitch verlagere und auf Twitch das Ganze dann live stream. Die Streaming-Performance, habe ich das Gefühl, ist hier besser als auf Twitch. Aber wie gesagt, ich werde es mal gucken. Danke auf jeden Fall für alle, die da waren, die sich angeguckt haben. Für alle, die sich noch im Nachhinein im VOD angucken. Und danke für die gute Besserung. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Es gibt leider keinen Raid, deswegen lasse ich euch... Ich habe vergessen, die Musik wieder anzumachen. Deswegen lasse ich euch noch schön mit dem Outro-Lied. Wenn ich es gerade finde. Das ist Intro. Ja, Outro? Achso, few more. Outro.
lasse ich euch noch schön mit dem Outro-Lied zu Ende laufen. Wünsche euch eine gute Nacht. Denkt dran, heute ist Bergfest, heißt, es ist nur noch morgen und übermorgen, dann ist die Wochenende. Und wir hören uns das nächste Mal dann am Sonntag mit etwas iRacing auf Twitch und am Abend dann auf YouTube, hier wieder auf YouTube um 18 Uhr mit den anderen Pfeifen. Und ja, wir werden mal sehen, wie das alles so läuft. Ich wünsche euch allen eine wundervolle gute Nacht. Ciao, ciao. Try and get grit, but it don't make sense. Cause you can lose life on this fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's capped. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I write it, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. Truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, tryna pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass, and he cleared down. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass, no brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curve them all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. Here to light it up, lighten up. Hear him talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past supper when I came for the breakfast. Put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas ain't reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace, bitch.